So. Ups. So, ich glaube, vielleicht sollte ich zuerst meine Dailies machen. Das mache ich ja immer so ungerne. Bevor mir jemand kommt mit, warum machst du nicht deine Dailies? Mache ich meine Dailies. Ich mache sie nicht. Ich hasse sie. Sie sind... Ich weiß nicht. Ich mache sie einfach nicht. Quit following me. Ich vergesse es aber auch Too immer. slow. Ich habe heute Ayaka bei mir im Team, weil ich mir den Skin geholt habe. Dabei ist meine Ayaka noch gar nicht voll... Ja, noch nicht voll gebaut. Oh, ich könnte sie aber bauen. Okay, let's go. Nice. Ich glaube, die 3-Sterne-Waffen, da gibt's keine seltenen. Oh, wow. Auf Stufe 90 tut das ja schon weh mit den Kristallen. Okay. Nice. Quit following me. Macht sie mehr Schaden? Weiß ich nicht. Okay. So. Hä? Wo bin ich denn? Oh, ich bin richtig. Ach, sie hat die Vision hier hinten jetzt. Not bad. Behold. Was für ein Level habe ich eigentlich mit Scaramouche? 5. Okay, noch gar nicht so advanced mit ihm. Dabei ist er eigentlich seit Beginn in meinem Team. Irgendwie kann das... Kann es sein, dass das ein Bug ist? Ja, oh wow. Ich habe einen Bug entdeckt. Yay. Ayaka okay, das ist interesting. Ayaka in dem Skin kann wohl keine Bäume fällen. Oh ja, okay. Da hat Hoyoverse etwas vergessen. Hallo Love Sky. Oh, hi. Ich mache sogar die Dailies. Und die mache ich nicht aus intrinsischen Gründen. Nein, doch. Für die, für die Routine mache ich's. Too slow. Ich weiß nicht, wo man Bugs reporten kann. Too slow. Aber ja. Also. Aber vielleicht kann man Hoyoverse schreiben, dass man mit dem... Oh! Dann war das so ein Bug von mir. Sowas passiert auch. Da verdient man Urgestein und Urgestein ist wichtig. Ja, die Frage ist nur, wie viel Urgestein verdient man? 60? Kurz Zhongli rauspacken, damit er auch mal nützlich wird.
Juhu. 60 besser als nichts. Ja, das stimmt. So, ich hab's jetzt gemacht. Jetzt muss ich zur Victoria in die Kirche. Ja, das stimmt. 60 ist besser als nichts. Jeden Tag 60 Primus ist schon not bad. Man kriegt Freundschafts-XP. Okay, dann mit dem Team ist es ein bisschen useless. Ich glaube, ich habe nämlich alle auf 10 hier. Der ist auf 10. Sie ist auf 10. Sie ist auf 10. Okay. Und Kaso ist sowieso auf der 10. Er ist eine 10 von 10. Was mache ich denn? Truppe. This wine tastes the same as I. Osmanthus Wine. Okay. Quit following. Actually, habe ich Ayaka habe ich nicht auf 10. Traveler. Ich bin Traveler. Okay, Hutao ist ja noch mit drin, stimmt. Ja, ich werde diese Dailies jetzt machen und dann werde ich das Laternenritual spielen. Ich bin actually gespannt. Die Weltenquest habe ich ja gemacht. Könntest du ihm bitte sagen, dass er das lassen soll? Oh Gottes Willen, das lass ihn bitte verschwinden. Ich glaube, Schwester Victoria hat keinen Bock auf Albert. Too slow. Hallo Albert, kannst du bitte weggehen? Oh, was gibt's denn? Die Ordensschwester möchte, dass du diesen Ort schleunigst verlässt. Tja. Wieso? Was habe ich denn getan? Herumlungern, nichts Gutes im Sinn haben, böse Pläne schmieden, da müsst ihr was völlig falsch verstanden haben. Kennst du Barbara? Ich meine den Engel von Mondstadt. Oh Gott. Ich bin der Leiter des Barbara-Fanclubs von Mondstadt. Die Ritter des Ordo Favonius sind gleich hier. Lass mich doch ausreden. Ich bin ein ganz normaler Bürger, der etwas Gutes tun will. Geh doch jetzt weg von der Kirche. Mir ist aufgefallen, dass in letzter Zeit sehr viele vertrocknete Blätter um die Kathedrale herumliegen. Ja, ich mach das schon weg. Ich bin schließlich Traveler, ich mach das. Ich mach das. Na klar. Too slow. Ja, ja, ja. Das ist schon echt funny, ne? Oh Mann. Das ist gar nicht so einfach. The wind rises. Ist noch eins. Behold. So, noch wo? Hier. Wow. Ziemlich viel. So. The wind rises. Too slow. Ja. Ja, es ist not funny. Tschüss. Weiß nicht, geht er jetzt? Soll ich warten, bis er geht? Soll ich gucken? Oh, der despawnt einfach, okay. Too slow. Ja, das ist das Problem mit den Fans manchmal, ne? Die respektieren die Privatsphäre nicht so ganz. Ist er jetzt weg? Ja, na endlich. Warum hast du eben Blätter gekehrt? Möge der Gotteswind es, ja.
So. Ah ja, ich habe noch geschmiedete Objekte. Widescreen. Quit following me. I'm not quitting following you. I am you. Ah ja, Resin habe ich auch schon lange nicht mehr so vollständig verbraucht. Too slow. Ich habe auch letztens TCG angefangen. Ich sag mal so, ich habe so vielleicht 70-80% verstanden, das Spiel, also die Regeln des Spiels. Fand's ganz nett. Hab gegen Sucrose gewonnen. So. Und schmieden. Stimmt, ich habe mir diesmal den Pass auch nicht geholt. Was gibt es denn dieses Mal? Scheiße. Ups. Nein. Zurück zum Spiel. Das Kartenspiel ist, ja, ist für dich zu schwierig? Also, ich habe den... Oh Mann, jetzt habe ich aus Versehen drauf geklickt. Geh weg. Okay. Ja, also ich habe es auch nicht so ganz verstanden mit diesen ganzen Karten und mit den Decks und so. Ich skippe jedes Tutorial, deswegen habe ich auch das Tutorial geskippt, bis ich gegen Sucrose kämpfen musste. Quasi. Quit following me. Oh, ich habe Puls. Ich will Allheiten pullen. Wie viel kann ich denn pullen? Ich glaube nicht mal 3. Ich weiß nicht, welche PT ich bin. Ich glaube, es war 38. Ich habe gestern nochmal gepullt. Ja, leider habe ich nicht so viel. Ich habe 37. Ich bin eigentlich so jemand, ich kriege Puls und dann pull ich. Also ich kriege einen Pull, 160 Primos. Ich pull direkt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ob das irgendwie eine Auswirkung hat auf irgendwas. So, dann gehen wir mal dahin. Du hast ihn. Oh, nice. Hast du ihn C0 oder mehr oder... Machst du nicht? Auch nicht? Okay. C0. Ja, er ist schon cool. Es ist, glaube ich, so der erste Charakter, den ich so von der Persönlichkeit eher so mittelmäßig finde. Aber optisch und Combat sieht er schon gut aus. Aber ich habe noch seine Legenden-Story nicht gespielt. Ich glaube, die ist auch draußen, oder? Also ich finde ihn nicht mittelmäßig, ich finde ihn nicht für mich zumindest ansprechend. Aber das ist auch wahrscheinlich, das liegt wahrscheinlich daran, dass er so ein verschlossenes Buch ist. Dass ich ihn nie so verstehe als Charakter. Wo sind denn die Quests? Da. Da ist er. Ah ja, ich würde das schon gerne machen, aber heute nicht. Heute machen wir Laterne. Er ist schon echt. Du musst wahrscheinlich auch noch für ihn farmen, ne? Weil da kamen ja so ein paar neue Items dazu.
Weiß nicht, was war das denn? Kann man ja hier einsehen. Wo kann man denn... Also, da ist Probelauf. Dieses hier? Ah, nur dieses. Wie not Tunnel. Mhm. Squall and fury. Aber ja, also der Trailer hat mich überzeugt, für Al-Heitem zu pullen und ich muss ihn jetzt unbedingt haben. Too slow. The wind rises. Quit following me. Squall and fury. Ach ja, das sind die Dinger. Die kenne ich schon. So. Du wolltest den Wanderer und hast eine Jeans C1. Stimmt. Stimmt, ich glaube, das hast du schon mal gesagt. No. Jean. Ups. The wind rises. Too slow. Ja, Wanderer kommt ja bald wieder. So in ungefähr, weiß ich nicht, 4, 5 Monaten bestimmt. Quit following Da me. würde ich auch auf jeden Fall für ihn pullen. Squall and fury. Take flight. Yeah. My apologies. Yeah. Embrace the ice. Wow, was ist das? Dailies gemacht. Genau, und dann würde ich direkt anfangen mit der Quest. Ad Astra. Thank you for completing. Ich habe das Gefühl, ich brauche ein... Hier, wie heißt das denn? So ein Ritual. Ich muss mich irgendwo platzieren. Oder meinen Charakter irgendwo platzieren und dann wünschen oder pullen. Ich mache manchmal... nee, früher habe ich... konnte ich nie Lowlife pullen. Ich musste meine Charakter immer Full Life haben. Mittlerweile pulle ich einfach. Vielleicht sollte ich wieder damit beginnen. Hä? Ich wurde nicht geheilt. Nice. Auf so eine Neider-Statue könnte man doch ganz gut pullen. So. Pull ist für Al-Heitem. Ich habe 3 Puls. Yay! Nope. Nope, yes, nope, nope.
Nope. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Hallo. Tschüss. Okay, ich starte die Leo-Quest. 15 Tage habe ich Zeit, aber ich bin aber ziemlich früh dran. Egal. In 14 Tagen schreibe ich eine Klausur. Behold! Ungefähr. Too slow. Kann ich eh nicht auf last minute. Scatter! So. Bevor gleich irgendeine Sequenz triggert. Ich glaube, so ist es fein mit der Lautstärke. Also ich muss teleporten. Widescreen. Ziel in diesem Gebiet gesucht. Paimon votes we go say hi to Xiangling first. Huh? Xiangling? What a pleasant surprise meeting you here! Oh? Why, the pleasure is all mine. As is the surprise, surely. It must be fate that brings us together in this place. How have you fared as of late? Ganz gut. Setbacks are inevitable over the course of a long journey. If you wish to share what's troubling you, allow me to lend my ear. There is no need to shoulder all burdens by yourself. You are too kind. Oh Gott. So, Xiangling, are you here to listen to stories over tea again? I had originally planned to set out after this last round of tea. However, However? I had planned to take a walk to Chingsa village and gather some nascent bamboo shoots, which are currently in season. A villager there once gave me a small sample, and they possessed a most excellent flavor. Huh? Nascent bamboo shoots? Why can't you just use normal bamboo shoots instead? weil Zhongli nun mal so ist. Wait, Paimon knows! Because Zhongli prefers the finer things in life, right? Genau. Traveler. Okay. Traveler, oh. Ich muss einen Screenshot von diesem Gesicht machen. Das ist so gut. Okay, Mr. Particular, let me guess. Ahem. The nascent bamboo shoot has a uniquely tender texture and a delicate sweet taste that its normal cousin cannot match. An astute observation, Paimon. You know me well indeed. Lantern Rite is almost upon us, but besides the bamboo shoots, there are a few other items I have not yet procured from Director Hu's list. May I ask if you have already made arrangements for the days ahead? Oh, für Hutao. Eigentlich habe ich keine Pläne, nö. Well, we were planning to use the opportunity to say hi to some of our friends. Ah ja, but stimmt. Before we were able to figure out a schedule, we ran into you. Well then, might I invite you to imagine the sheer delight that is a soup cooked with the freshest nascent bamboo shoots in all the land. Generous cuts of pork belly and crisp, fragrant bamboo shoots placed together in the pot and left to simmer slowly for half a day. You're doing this on purpose, aren't you? Paimon's onto your plan. You just want to hoodwink us into fetching your bamboo for you. Paimons Augen. Why, I assure you, I would do no such thing.
I merely wish to inform you of the freshest, most succulent and flavorful bamboo shoots one could ever hope to taste. Jonglieren. Er hält es nicht mal für nötig, seine Lippen zu bewegen beim Reden. Ugh. Let's go, traveler. Paimon's taste buds can't take it anymore. Okay. Collecting a few bamboo shoots shouldn't take too long. Paimon has gotta get her hands on some of that soup. Such fine specimens are indeed well worth the excursion. Very well. I shall leave the bamboo shoots to you. Should you have the good fortune to find some, please share them with me as well. Ja, auf jeden Fall. See? Paimon knew he was just bamboozling us. However, there is no need to rush. Bamboozling. Bamboo. The streets of Liu will be bustling with visitors and filled with all manner of celebrations during the festive period. By all means, go wherever your interests lead you. Yes. The nascent bamboo shoots would be but a wonderful final touch to a most exceptional feast. What an honor it would be to savor them in the company of friends. Wir melden uns später. We're heading out. Enjoy your walk, young Lee. Bye. Take care now, you two. Tschüssi. Nacht. Auf der Suche nach der geheimnisvollen Melodie. Wir sind bestimmt sehr weit weg. Jo. Sinche Dorf. There it is. Bamboo shoot. Äh, Bamboo shoot. Nascent bamboo shoot. Oh, this one's only just sprouted, and it looks super fresh. Paimon thinks this is the one. Ich glaube, das ist so ein Item, das ich am seltensten habe von allen. Diese Bambus-Dinger, Bambussprossen. Squall and fury. These should be enough. Let's head back. Mhm. Huh? Help? Did you hear that? Someone's calling for help. It's coming from over there. Ah. Da ist Yao Yao. Are you okay? Did any water go down the wrong pipe? I think I'm okay now. Thank you so much. That was scary. Well, at least you're all right. All thanks to your savior here. Oh, a little girl? Paimon, die hast du doch vorher schon gesehen. Ah, she's so cute. Greetings, everyone. Hello. My name is Yao Yao. It's a pleasure to make your acquaintance. Whoa, she's so well-mannered. My name's Paimon, and this is the traveler. Hallo zusammen. I'm Dvorak, a musician from Fontaine. Oh. I came through Stone Gate intending to head towards Liyue Harbor, but then I became captivated by the beautiful scenery, and before long, I was completely lost. Just now, I was so mesmerized by the waterfall that I slipped and fell into the water. If it weren't for Miss Yao Yao's help, I shudder to think what might have happened. It's all right, Mr. Dvorak. The splashing around the bottom of the waterfall means the stone path is always wet and slippy.
You definitely have to be careful. Next time you're exploring an unfamiliar environment, try to focus on what's right in front of you. Don't let your mind wander. As long as you watch your step, accidents like this won't happen anymore. Yes, ma'am. I understand. I'll remember to be more careful next time. Oh, da hat jemand Hunger. Oh, are you hungry, sir? Oh, I'll be fine. Please, sir, it's quite all right. I was born and raised here in Liyue. It's only natural for me to extend my hospitality to any guests who are passing through. I expect you still have quite a long journey ahead of you. It's very important to keep your energy levels up. Oh ja. I still have some lotus flower crisps left in my backpack. Why don't we split them between the four of us? Aw, what a thoughtful kid! She even has some for Paimon! You're welcome. Knusperlotus. So tasty. If only there were more. Du hast doch am meisten gegessen, Paimon, wie immer. Having a healthy appetite is a good thing. It means Paimon's still growing. If I Oh. had known I was gonna run into you, I would have made a second batch. Oh, Paimon wächst immer noch. Hope you're taking notes, traveler. This is how you treat your Paimon. This is how you treat your Paimon. What do you think, sir? Are Liyue's snacks to your taste? I wonder if they're not sweet enough. No, they're perfect. When I was traveling through Mondstadt, I had a chance to try one of their moon pies. It had a meat filling, unlike these crisps. But apart from that, it seems like they follow a similar cooking process. Both are delicious in their own way. Okay. As for Fontaine's cooking, though, it's been a long time since I've had a taste of home. Sounds like you spend a lot of time on the road, huh? I do. It's part of my job. I'm one of the main organizers of the Iridescence Tour. Oh, Iridescence Tour? daran erinnere ich mich. Noch nie davon gehört. Doch, ich erinnere mich. The Iridescence Tour is one of the biggest music festivals in Fontaine. We're looking to expand, though. Our aim is to hold a festival in every nation. At least, all the main organizers share this goal. Unfortunately, it's a long story, so I'll spare you the details. But anyway, so the main reason I'm traveling all around Tavad is to promote our music festivals. But I have some personal reasons, too. Well, what are they? Just tell us already. Let me see. Well, to explain it in full, I'd have to start with a story from my ancestors. I don't want to take up too much of your time. Ich kenne den Synchronsprecher, also nicht persönlich, aber es ist ein YouTuber und er heißt Marco Meatball und er ist ein Opernsänger und wahrscheinlich generell Musiker. Deswegen passt die Rolle von Dvorak ganz gut zu ihm. Und es fühlt sich auch so ein bisschen weird an, seine Stimme zu hören, weil, naja, ich kenne seine Stimme ja schon. Aber die klingt natürlich hier viel, viel professioneller. Der erste Act war naja, aber der zweite war sehr gut. Ah, okay. Ja, also der ist sehr talentiert auf jeden Fall. Oh, I love listening to stories. We want to hear it too. Okay, then I'll start from the beginning. The story goes that my ancestor, who was also a traveler, once slipped and fell into a lake during his travels. As he was sinking and gasping for breath, he heard a wondrous tune in the air. They say it was the most beautiful, moving melody he had ever heard. Even in that life and death moment, the ethereal music seized his full attention and almost made him forget the fact that he was drowning. When he finally came to, he found that he had already been brought ashore. Not too far from him stood an unfamiliar woman with an almost divine aura. Okay.
Einer überirdischen Aura. Once she saw that he was no longer in danger, she left without a word. My ancestor tried to run after her to give his thanks, but although a mere dozen paces separated them, no matter how quickly he gave chase, he drew no closer and remained a dozen paces behind. In the end, all he could do was to bow in thanks to the woman as he watched her walk away towards the rivers and mountains in the distance, before at last he turned around and made his way home. Sieht er auch in Real Life so aus, zumindest die Haare? Nein. Glaube ich nicht. Nee. Once he returned to Fontaine, he began to learn an instrument so that he could spread his story far and wide, just like the bards. Ja, in Bade zu singen, damit sich die Geschichte weit und breit verbreitete. Ich könnte ja mal schauen. Also, ich sag mal so, er hat auch so ein Bärtchen auf jeden Fall. Aber er hat, glaube ich, keine rötlichen Haare wie er. Aber also ich kann dir mal den Link von ihm da lassen. Er macht halt hauptsächlich so Musik-Stuff. Also er spielt aber auch Genshin. Hallo Mono. Ja. Ist auf jeden Fall ein cooler Typ. Also ist aber englischsprachig natürlich, ne? Also und er spielt halt Genshin und er interessiert sich so generell für die Musik, also für Musik und hört sich gerne mal Spiele, Soundtracks und OSTs und so an. Wer es mag, es ist der Synchronsprecher von dem Charakter hier. After generations of retelling, embellishing, and dramatizing, people have come to think of that lady as something like a fairy. Nacherzählt und dramatisiert, das ist ganz normal, dass sowas passiert, wurde die Frau später als eine Art Fee betrachtet. Oh. Ja, das, genau. The story's become something of a local legend in Fontaine. It's called the Lady Overlooking the Lake. People now say that if you go down to the lakeside and play an instrument, so long as you play a pleasing melody, you will hear a fairy lady who is hiding out of sight, playing along with you. Mhm. Wow! Eine besondere Legende. Du weißt, es geht um eine wahre Geschichte. Exactly. It may just be a legend to others, but for me, it's a real part of my family history. I wanted to find out the truth of this tale. So I decided to retrace my ancestors' steps and search for that lady's modern-day descendants. Of course, there's no way of knowing where my ancestor fell into the lake all those years ago. So I always knew that the search would be akin to looking for a needle in a haystack. I've spent many years on the road now, and I'm nowhere near as fit as I was in my youth. The wish that I've spent half my life chasing after has now become something of an obsession. Oh no. Well, I haven't lived half of my life yet, but still, I understand how you must feel. Hyman too! It's like... Oh no. Imagine if you saved the center of a Essensvergleich. lotus flower crisp, which is the best part, by the way, because you wanted to eat it another day. But then suddenly, sploosh! It falls into the water, never to be seen again! Ich mache gerne so Screenshots von Travelers Gesicht für Thumbnails und so. Das ist einfach so gut. Hat der Hauptcharakter auch einen Synchronsprecher? Ich glaube, ab und zu, wenn man seine Fähigkeiten zum Fliegen oder so verwendet, hört man die Stimme. Warum hat er einen Hut an, aber eine Kapuze? Ja, gute Frage, ne? Ja, also er hat eine Synchronstimme. Leider spricht Traveler nicht so oft. Also er spricht sehr selten, super selten. Also ich glaube, das letzte Mal hat er gesprochen im Mai.
glaube ich. Da hat er noch ein Wort gesagt, und zwar Lumin. Der Name seiner Zwillingsschwester. Ich glaube, das war da. Ist schon ein bisschen her, leider. Paimon would definitely remember that for the rest of her life. Paimons Analogien sind sehr interessant. There's no need to feel sorry for me. I've made some progress over the years. For example, I've concluded that hast the story recht. must have taken place in Liyue. Du hast recht. Er hat Nahida gesagt. 3.2. 3.2. Also im November. Im November war das letzte Mal. Da hat er was gesagt. Da hat er sogar ziemlich oft den Namen von Nahida gesagt. Ah, und nicht nur Nahida hat er gesagt, sondern er hat irgendwie gesagt noch... Ja, auf jeden Fall, er hat mehr als nur das, also den Namen Nahida gesagt. Oh, so you finally found a lead? Yes, in fact, that's an intriguing story in and of itself. I'd always known that Mondstadt is the city of song and freedom. But more recently, I heard that the Animal Archon returned to Mondstadt for a festival in the fall, and learned that he himself is a patron deity of music. Er wird auch als der Schutzgott der Musik angesehen? Really? I mean, ja, das kommt auf jeden Fall auch hin. Aber diesen Titel habe ich noch nicht gehört, glaube ich. So I prayed for the Animal Archon's guidance in the Mondstadt Cathedral, and as soon as I set foot back outside the front gate, I noticed a cluster of leaves being blown in the wind further and further west, towards Stone Gate. Venti hat sein Gebet erhört. Warum redet er so wenig? Ist das wegen dem Verschwinden von seiner Schwester? Ich denke, der Synchronsprecher ist zu teuer. Er verlangt 1000 Euro die Minute oder 1000 Dollar die Minute. A friendly local told me that this meant the wind was guiding me in the direction of Liyue. So I followed their advice and made my way here. Und dieser Ort befindet sich wirklich in Liyue. Right? You get it. I knew I'd find someone that agrees with me eventually. Aber woher wissen wir das denn? Woher wissen wir das jetzt? Ja, also das ist sehr, sehr geheimnisvoll. Also das Geheimnisvolle an Traveler, warum er nicht so viel spricht. Am Anfang haben, glaube ich, viele gedacht, dass er einfach die Sprache, die lokale Sprache nicht so gut kann. Aber mittlerweile wurde das ja so ein bisschen widerlegt, weil, ich meine, er redet ja gerade auch. Wir antworten ja direkt und nicht nur Paimon für uns. Weswegen, ich weiß nicht, also vielleicht ist das was Psychologisches für uns Spieler, dass wenn unser wenn der Charakter, den wir spielen, nicht spricht, vielleicht hat das irgendwie Auswirkungen auf uns. Keine Ahnung. 1000 Dollar pro Wort. Oh Gott. Dann sagt er so dreimal Nahida, Nahida, Nahida und dann sagt er irgendwie 5, 6 Wörter in einem Satz. Und Huyobus ist schon fast pleite. Dann wird der direkt gefeuert. Are you sure? It sounds a bit too much like one of those fake legends told by those treasure hoarder guys to scam gullible grannies from Chingsa Village. Oh no. Rex Lapis has returned to the world. Just give me some incense and a little more towards the travel fees, and I will pass your gift on to the Lord of Geo and ask him to keep you and your family safe and well. And so on and so on. Don't worry, Yao-Yao. We have a lot of experience with deciphering omens and stuff. Haben wir das? Haben wir das wirklich? And anyway, you only got scammed if you handed over Mora, right? Gib deine Mora nicht so leicht aus der Hand. Das sagt ne Paimon, ne? Vielleicht sollen wir uns in den hineinversetzen, so wie ich mich in den Wanderer hineinversetzt habe. Ich glaube ja, tatsächlich hat das wahrscheinlich so einen psychologischen Hintergrund. Das kann wirklich sein. Es hat vielleicht gar keinen anderen besonderen Grund.
als halt diesen. Dadurch, dass er keine Stimme hat, können wir uns vorstellen, wie unsere eigene Stimme das ausspricht, was er quasi sagt. Genau. Ja, wahrscheinlich. Actually, to express my gratitude, I did spend rather a lot of more on several bottles of fine wine, which I left at the statues of the Seven along the way. Um meine Dankbarkeit auszudrücken, eine Menge Mora für einige Flaschen guten Weins ausgegeben, die ich unterwegs den Statuen der 7 gewidmet habe. Aha, und dann hat Venti alle aufgesammelt. Oh dear. Warum hat er das gemacht? Well, how about this, ladies and gentlemen? Why don't I bring you all to Yujing Terrace to see Miss Ganyu? I don't know very many people, so I can't help you out much. But Miss Ganyu and the Qixing know just about everything. If you've been scammed, they'll help you get your Mora back. And if the wind was telling the truth, and you want to keep looking for that lady's family, they'll be the best people to ask. Das klingt nach einer guten Idee. Wenn der Wind die Wahrheit gesagt hat, wenn wir zweifeln wir gerade an Venti? Der Synchronsprecher von Traveler ist krass. Der hat die Hauptfigur von Demon Slayer und Cyberpunk Edge-Runner gesprochen. Ja, das weiß ich. Der hat Tanjiro gesprochen. Das habe ich mitbekommen. Ich habe nur die deutsche Synchro von Demon Slayer geguckt. Warum kein Rum? Ich weiß nicht. Also Venti mag halt Wein. Venti ist nicht nur der Schutzgott der Musik, sondern auch der Weingott wahrscheinlich. But you've already helped me so much. Well, I was gonna take some new medicinal herbs and plants I picked to Miss Ganyu anyway, so it's no trouble at all. You know what? It's been a minute since we saw Ganyu too. It should be nice to pay her a visit before Lantern, right? Gute Frage. Lasst uns gehen. All right. Well, my sincere thanks to you all. I will never forget your kindness. Okay, everyone. Please follow me. Aw. I'll be your guide. Remember to watch where you're going, okay? Oh, Uh-oh. Paimon's out of a job. Oh well. Paimon will just be a cheerleader instead. man muss nicht mehr den Weg zeigen. Wir haben eine Map. Wir haben eine Karte. Aber das laufe ich nicht zu Fuß. Yujing Terrace. Ihn noch besser sprechen kann. Ja. Jetzt bin ich aber irgendwie neugierig geworden, wie Zack Aguilar den Tanjiro aus Demon Slayer gesprochen hat. Jetzt will ich es unbedingt wissen, wie das klingt. Take flight. Jetzt bin ich neugierig. Ja. Wait. Wo muss ich hin? Also Traveler sagt ja, glaube ich, ein paar Sachen. Hier sagt er ganz viel, glaube ich. Das hier. Cider Lake never... About those books in the restricted section that Lisa mentioned. Have you ever wondered what sort of books might be kept in there? Perhaps it contains books not suitable for children. Du schaust den Anime nicht. Wow. Liyue Harbor looks very different from when I came last. It's almost as if I'm listening to the same melody, but with a richer timbre and new variations added.
amazing lantern ride after all. It only comes once a year, so they always have a big celebration. It's fair to say that this time of year is when Liyue Harbor looks the prettiest. Wir reden über Demon Slayer. Der Stimmenklang kommt mir von woanders bekannt vor. Oh, okay. Great. Let's go and check it out. Ist das schlimm, die Serie nicht zu schauen? Nein, es ist nicht schlimm. I can't wait to get into the city and see it all up close for myself. The Es ist... streets are Oh, breathtaking. okay. Smiles and laughter everywhere I look. It's contagious. I can almost feel the music in the air. I have the urge to start waving my conductor's baton. I'm glad that you're enjoying the city. Ich weiß gar nicht, was das soll, ehrlich gesagt, aber... I mean, kann ich laufen? Nee, ich kann nicht mal rennen. Oh, ich kann rennen. Nice. Das lag also an mir. Hey everyone! Fancy meeting you all here. What a nice surprise. Hello. Xinyan. Let me introduce some new friends. They are... Traveler, Paimon, and Mr. Dvorak, right? I've known them all for quite a while. Oh, hello. When I was last here to advertise a Liyue stop for the Iridescence Tour, Xinyan was one of the few people willing to give me the time of day. Stimmt, die Regenbogentour. Die Regenbogentour kennen wir doch durch Xinyan sogar. Muss sagen, finde Demon Slayer nicht so dolle. Hab die erste Staffel angeschaut. Die Animationen waren gut. Story, naja. Animation war sehr gut. Und das Anime-Studio von Demon Slayer macht ja auch den Genshin-Anime jetzt, ne? Der wird den Genshin-Anime animieren. Es steht ja das Laternenfest bevor. Wirst du das auch im Livestream oder Video zeigen? Ha? Ja, das ist hier. Das ist die Einleitung. Ich spiele das Laternenritual. Ich mache das gerade. Ist halt schwierig, ne? Wenn man das Spiel nicht kennt, ist man leicht verwirrt manchmal. Well, feels like I've been chasing this iridescent tour bandwagon halfway around the world, but I keep getting stood up. What's going on, Mr. Dvorak? Was ist denn los? I'm so sorry, Xinyan. We've had a string of terrible luck recently, and every time we've tried to put on a show, something or other has come up to stop our plans from materializing. Is that right? I guess it can't be helped. So, what brings you to Liyue Harbor at this time of year anyway? Thinking of putting on a music festival during the Lantern Rite celebrations? A Lantern Rite music festival? Yes, please! Ja. No, I'm actually here on personal business this time. Oh, so no Lantern Rite music festival? I mean, that's not just up to me. Aber ich freue mich gerade so sehr, dass der Marco, also der Synchronsprecher von Mr. Dvorak, ja, die Möglichkeit bekommen hat, diesen Charakter zu charakterisieren, synchronisieren. Mein Gott, Hosting a ich kann music kein Deutsch. festival takes a lot of funding and personnel. Moreover, I've never worked with the Liyue authorities before. Even if I were to start putting something together right now, I think it'd be too rushed. Wait, but we're going to meet the Liyue Qixing, aren't we? And they're the ones in charge. Uh-huh, that's right. Miss Keqing and Miss Ningguang can make anything happen. You mean... what? This is the perfect opportunity! Well, sure, it might not work out, but it can't hurt to bring it up as a suggestion.
Es ist Suggestion. Ein Musikfestival zum Laternenritual wird ein großes Publikum anziehen. That's the spirit! See? Even the traveler agrees with me. Mr. Dvorak, don't let yourself be put off by the fact that a few things haven't worked out recently. As for the performers, I can put you in touch with some local artists. My friend Yunjin is a well-known opera singer in Liyue. With her support and a commissioned song from the Yunhan Opera Troupe, we should be able to get something going. But what about you, Xinyan? Are you just going to sit this one out? What do you take me for? Natürlich macht sie mit. If we actually managed to make the Iridescence Tour Lantern Right Grand Concert a reality, you think I'd let anyone else perform the opening act? Wow! There's that rock and roll spirit! What do you say, Mr. Dvorak? Okay. I'll give it a shot. Nice. But the opening act is not something to be chosen lightly, Xinyan. I will judge your work by the strictest of standards, so please make sure you are fully prepared. Oh. Are you kidding? I thought you'd never ask. Whew, guess my shopping time's getting cut short. I'm gonna head back right away and start working on this. Yao Yao, if you run into your senior on the way to the Qixing, please send her my regards. Okay, I promise I will. Good luck with your music, Xinyan. You've got this, Xinyan! So about this senior of yours Xinyan mentioned just now, is that anyone we know? Yes, it's Xiangling. She's mentioned you two before. Xiangling's always thinking about cooking. Whenever she gets scrapes or burns, she just leaves them to heal by themselves. She definitely needs someone around her to look after her. I know you must have looked out for her a lot too in the time you've known her. So, thank you for that. Ich habe doch Yao Yao letztens gezogen. Oh, ich habe auch Yunjin gezogen. C4. Ja, C4. Oh, Xinyan. Oh, Xinyan habe ich jetzt C6. Aber ich habe auch Yao Yao gezogen. Und wer ist denn die Synchronsprecherin? Wo sieht man denn das? Hintergrundstimme. Oh, kenne ich nicht. Aber die Synchronstimme kommt mir sehr bekannt vor. Wait, was steht da? Osmanthus? Sternbilder Osmanthus? Ist das nicht dieser... Was soll das darstellen? Okay. Following me. Ich weiß gar nicht, ist das Game, also wenn die sprechen, ist das laut genug oder ist das zu leise? Also, jetzt unabhängig, ob man versteht, was die sagen, es soll nur gut zu hören sein, das meine ich. Sonst würde ich es ein bisschen lauter machen und die Musik vielleicht ein bisschen leiser, je nachdem. Hallo Leo, na? Hallöchen. Wir sind gerade beim Laternenritual. Also wir sind nicht direkt dabei gerade, aber wir können schon sehen, dass es begonnen hat, auf jeden Fall. Ich kann auch im Hintergrund irgendwie, ich glaube, Feuerwerke hören, aber ich sehe keine. Nope. There's no such thing as pure freedom in this world. Even the wind cannot blow on forever. Ich könnte eventuell die Musik ein Ticken leiser machen. Dann hört man die Stimmen vielleicht besser. Oder ich könnte Genshin im Lautstärke-Mixer lauter machen. Okay. Ach so. Wie bist du soweit? Also,
Bin ich schon weit? Ich habe gerade angefangen. Ich weiß nicht. Es ist eigentlich fast gar nichts passiert gerade. Oh, Madame Ping. Oh, it's Master! Is it okay if I go and say hi to her? Arcane, Bungo Stray Dog, Click Link. Okay, Arcane ist nicht Anime, aber Animation, aber es ist so gut. Echt, bin ich schon? Nein, ich bin nicht weit in der... Wait. Es ist noch nichts passiert. Wir haben diesen netten Herrn hier auf der Straße aufgegabelt, sozusagen. Und planen jetzt eine Art Tour. Ein Konzert mit Xinyan und ihm. Ja, das war's. Oh, calm down now, dear. I'm not about to run off anywhere. I'm not a bundle of energy like you. I haven't seen you in days, Master! I've missed you. Oh, bless you, Yao Yao. You do say the sweetest things. Ah, look who it is. Visiting friends during the lantern rite, are we? Hallo, Madame Ping. You're half right, Madam Ping. We were also trying to help out Mr. Dvorak over here. We were on our way to take him to see the Qixing. Hello, ma'am. I am a musician from Fontaine and an organizer of the Iridescence Tour. I don't suppose you've heard of it. Master! The Iridescence Tour is a super famous music festival. Oh, an old lady like me wouldn't know much about that sort of thing. A music festival, you say? It sounds terribly exciting. Wie wäre es, wenn wir dem Laternenritual einige musikalische Elemente hinzufügen? Wie wäre es, ein Musikfestival während des Laternenrituals zu organisieren? Oh, right! Madam Ping, how would you feel about that? Ich glaube nicht, dass sie sich dafür interessiert, oder? You're an elder of Liyue, and you know all about Liyue's cultural traditions. Hearing your thoughts would definitely help us figure out how best to approach it. For example, do you think it might be a bit too modern, or is there any other issue? Kleiner Spoiler, Madame Ping hat eine interessante Story. Oh, ich glaube, das ist kein Spoiler. Ich habe mir aber schon so gewünscht, dass wir so ein bisschen mehr über sie erfahren. Weil sie ist doch auch irgendwie ein Adepti oder so? Why, not at all. Music pays homage to history and culture, and it can also be a bridge between different civilizations. Times change, and the music enjoyed by the youngsters of today is no doubt very different from the tunes I was accustomed to in my youth. Nevertheless, all fine things in life can be appreciated. And so, I look forward to it immensely. Hear, hear. I do believe that, my own dear grandmother aside, you are the wisest old lady I've ever met. Goodness gracious, you're all being suspiciously sweet today. Yao Yao, whatever have you been feeding them? Lotus Knusper-Lotus. Master, you're in such a great mood today. You're even cracking jokes with the rest of us. Kommt zweiter Akt, okay. Oh, well, I'm sure you must have plenty to be getting on with, yes? Run along now. Don't let me hold you up. Wie viele gibt es denn? Gibt es drei insgesamt, oder? Thanks, Madam Ping. We'll see you again soon. Bye bye, Madame Ping. Immer wenn ich hier bin, erstmal alle Blumen hier aufsammeln. Und alle Glaze Lilies.
So. Wo ist denn eigentlich die DJ Chamber? Ist die nicht in der Nähe? Ah ne, die ist ja hier. And when you meet with the Ministry of Civil Affairs, please remind them that the festivities are not an excuse to procrastinate their work. Understood, Miss Ganyu. I'll take my leave now. Ganyu! What brings you here, Yao Yao? I've brought all the medicine you asked me to pick for you. Oh, and here's a pack of sweet flower seeds as well. Also, these dried Chingshin leaves make a great pot of tea that's very good for you. Kann es sein, dass Ganyu ihre Gesundheit vernachlässigt? I know you've had a lot to deal with at work recently, but you shouldn't push yourself too hard. If you're not careful, you'll end up falling asleep in the grass again. Klassiker. Well, this is weird. It's like a responsible younger sister talking to their disorganized older sister. Travelers Gesicht. Schon wieder. Paimon nimmt kein Blatt vor den Mund. Thank you, but Paimon's criticism is quite valid. I do have a tendency to neglect matters outside of work, and that's something I should improve on. Ja. Oh, my apologies. I don't believe we've been introduced. Nope. Paimon will do the honors. Paimon erzählt Ganyu alles von eurer Begegnung mit Herrn Ja. Ich sollte scheinbar lesen üben. What's wrong? Did Paimon go over everything a bit too fast? Ja. Ich kann so schnell nicht lesen. It's definitely an ambitious plan. If there's anything you didn't quite catch, Paimon's more than happy to go over it again. It may be a little difficult to make this happen. Oh? Well, the Lantern Rite is the most important festival of the year. Our celebrations must not only be visually spectacular, but also appeal to the tastes of Liyue citizens from all walks of life. The Iridescence Tour is relatively unknown in Liyue. It's difficult to predict how a brand new show will be received. Ja, da hat sie ein bisschen recht. It would be quite risky for us to bet everything on this one music festival. All very valid points. I completely understand. Therefore, we will not replace or cancel any of our pre-existing program. However, I will submit a proposal requesting to put the Iridescence Tour special performance as the final act of this year's festivities. Some live music will certainly add to the festive atmosphere on the night of the Lantern Rite. As for the venue, let's reserve a space at the docks. Auf diese Weise stiehlt das Musikfestival dem Laternenritual nicht das Rampenlicht. Stattdessen ist es dann das Sahnehäubchen auf dem Kuchen. Ja. Yes, my thoughts precisely. Now I just need to take some time to give this proposal some polish. As long as I clearly lay out the pros and cons, and highlight the key points of the proposal, given that Ping and the Traveler have both given the idea their blessing, I'm confident that Qixing will be sure to give it serious consideration. Mr. Dvorak, I will need to discuss with you the number of musicians who will be coming to Liyue, as well as their catering and accommodation requirements. Oh, yes, certainly. Let's step to the side and discuss further. As soon as there's work to do, Ganyu's as diligent as ever. I couldn't agree more. Master once said that everyone has things that they are good at and things that they are less good at. So, with that in mind, Ganyu shouldn't feel compelled to become perfect at absolutely everything. I'm good at taking care of people, so that can be left to me. Wow,
Hey, Yo-Yo, can you take care of Paimon too? Paimon's getting hungry again. Ja, Paimon, du hast gerade erst gegessen. Sei nicht so unerzogen. I'm afraid my backpack's empty now, but if you let me know what you like, I can bring you some of your favorite dishes next time we meet. Apart from lotus flower crisps, what else do you like? Anything sweet, and anything that's made from slimes. Here's what I've drafted so far. Anything else you want to add? No, this is excellent. I'm racking my brains, but I don't think you've missed a single thing. Perfect. Then we'll leave it as is. I'll go make an official copy. Oh, perfect timing. We were just wrapping up our discussion here. Not at all. Every second counts for a complex proposal such as this. I will inform the Qixing of this development immediately. Please give me a moment to pass on the message. Yao Yao, thank you for bringing my herbs. I will make sure to take them. Remember to make tea from them first, Ganyu. You mustn't just chew them raw. I will. Okay, I should be getting back. If Yo-Yo stays out for too long, Mom and Dad will be worried sick. Everyone, I'm sure that the music festival will go off without a hitch, so don't worry. And in case I don't see you before, I wish you all a very happy Lantern Rite. Thank you, Yao Yao. Happy Lantern Rite to you, too. We should go get dinner together sometime! Na klar. Warte hier für 2 Stunden. Oh, okay. That lady I just talked to, Ganyu? She really thinks of everything. It got me wondering. Could it be that all our failed attempts so far have been down to our failure to properly prepare for different contingencies? Wahrscheinlich. 2 Stunden soll ich warten. Gibt es hier so Spiele? Wahrscheinlich. Gibt es so... Too slow. Es gibt ja dieses eine Papiergame. Das wird es geben wahrscheinlich. Quit following me. Ich warte. Also, sprich mit den Leuten. Keqing und Ganyu. Greetings, traveler, Paimon, and Mr. Dvorak. Call me Keqing. Ganyu has brought me up to speed on everything. I'll get straight to the point. The Qixing have approved Ganyu's proposal. Over the next few days, I will be working with Mr. Dvorak on behalf of the Qixing to facilitate the organization of this concert. Yay! That's awesome! Please. The Qixing have a duty to deal with matters such as these. We have merely moved things forward to the next step. On a more personal note, I am an avid supporter of all things new and innovative. Das überrascht mich nicht. As such, it is my privilege to work with you on this exciting project. Thank you so much, Keqing. I'd become quite discouraged after our recent failures and was expecting the same outcome once again, so I didn't dare to get my hopes up. Never in my wildest dreams could I have imagined this going so smoothly. It's like a dream come true. Right, time for me to call in the performers. To stage a concert at a high-profile event like this is a rare opportunity. We'll make sure it's a night to remember. Yes! Our music band's finally getting fired up! Yes, indeed. I know exactly what I'm doing from here. For a musician, music will always be the language they are most fluent in. Was ist mit der Geschichte deines Vorfahren? Was ist mit deinen persönlichen Wünschen?
Mhm. Oh, that. That can wait for another time. Sure. Oh, Ganyu? What's wrong? they told me all about Mr. Dvorak's situation, but I was so engrossed in drafting the proposal that I forgot all about it. Ja. Oh, that's quite all right. I don't even know what the person I'm trying to find looks like, so it was always going to be a long shot. Don't worry about me, Ganyu. Your time and energy are needed elsewhere. I'm sure you already have plenty to deal with between this concert and everything else going on during the Lantern Rite. Thanks. It was just that I had a few initial thoughts when I heard your story. For Oh. instance, I wonder if this lady your ancestor met might have been an Adeptus. What do you think? Oh Gott, sag mir nicht, es ist Madame Ping. No way. Oder jemand anderes? Cloud Retainer? Vielleicht? Wer weiß. Das finden wir wahrscheinlich heraus. Das könnte eine Möglichkeit sein, bisher zu wenig Hinweise. Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall möglich, aber vielleicht war das auch eine Gottheit? To tell you the truth, Mr. Dvorak, I am somewhat related to the Adepti myself. Ja. I am part human and part Qilin. The Qilin is an illuminated beast. I know how important your quest to get in touch with your roots must be to you, because I've been there myself before, trying to find out where I belonged. Hm. Did you say the Adepti? And you're illuminated beast? Part Qilin? Oh. Are you telling me all the rumors of the Liyue Ja. Adepti are real? So it's not just artistic license? Ich dachte, das wissen mittlerweile alle. You bet they're real. Trying to track them down is tough, though. Like Julian Karst itself. There's nothing specifically stopping you from going there, but getting in and out of there is quite an ordeal. Yes. Anyway, if you're looking to uncover a lost melody or shine light on a forgotten aspect of Liyue's cultural history, I'm probably not the best person to ask. But if it's a person you're looking for, then I just might be able to help. I see. I think I understand the situation now. In that case, Ganyu, shall we divide the work between us? Yes, that was also my thought. Great. So Mr. Dvorak and I will concentrate on things here in the city to make sure the concert goes according to plan. In the meantime, Ganyu will reach out to her network and try to find the person he's looking for. How's your workload at the moment? Will you be able to make time? I can probably get through everything in 2 days, as long as I don't sleep. Jo, schon wieder. Wait, what do you mean as long as I don't sleep? Even for someone with illuminated beast blood in their veins, working for such an extended period without a break will take its toll on your health. Somehow that does not sound persuasive coming from Kuching. Ja, vor allem, weil sie genauso ein Workaholic ist wie Ganyu. Be it but 3 moons from the start, he who returns is not he that departs. Was? Auch wenn seine Reise nur 3 Tage dauerte, ist der Rückkehrer nicht mehr der Abgereiste. Even I know the importance of maintaining a healthy work-life balance. Okay. In that case, 3 days. Okay. All right, I can work with that. If you have the time, would you join me for this search? You're well known to many of the Adepti and respected among the people. I'll feel much more at ease with your company. Kein Problem. Okay, then let's meet back here in 3 days. Watch this space, Mr. Dvorak. We'll get to the bottom of this. You're all so helpful and kind. I just... Just think. Imagine if we found the Adeptus lady, or one of her descendants, and got them to come to the performance. Wouldn't that be amazing? It'd be such a happy reunion. And that's exactly what this festival's all about.
Ich bin mir sicher, dass der Wind, der dich hierher geführt hat, dasselbe denkt. Oh, Cheryl. You're right. Okay, I'm gonna pull out all the stops to make this lantern rite a true extravaganza. We should probably get going. Mr. Dvorak, could you come with me to confirm the site? Ooh, we're coming too! I was wondering, what are your thoughts on music? What does it mean to you? Music sounds nice? Truth be told, the question of what music means to people is one that I've been pondering for quite some time. Let's revisit this question after the concert. Musik ist Inspiration, Musik ist Kunst, Musik ist kreativ, Musik ist, weiß nicht, was noch? Schön, romantisch, manchmal. Also romantisch in dem Sinne, dass man sich dadurch mit der Natur verbundener fühlt. Lady Yuhang? Baiwen, what is it? Per Lady Ningguang's orders, I've been gathering intelligence outside of the city with the goal of uncovering and dispatching any trouble ahead of the festival. I am told that a strange melody was heard somewhere along the coast. I was wary of investigating further on my own, so I was just on my way to report this incident to Lady Ningguang. But I'm worried that if we don't act right away, we may miss the window of opportunity to take appropriate action. I understand. Okay. In that case, Vielleicht können wir dabei helfen. Yeah, Kuching, you're busy enough as it is. There's a ton of different things in the city that needs your attention. Leave it to us. Don't worry. Whatever it is, we'll definitely be able to handle it. Well, he will handle it. Ich werde mir einen Ordner erstellen. Und da werde ich Screenshot von diesem Gesicht reinpacken. Ich habe wahrscheinlich schon mindestens 10 davon. With the traveler on the case, it's as good as dealt with. Thank you. This will be a great help. I will inform Lady Ningguang about the situation. Once it's resolved, please come and find me again at Yujing Terrace and let me know. Jo. Will do. And say hi to Ningguang for us. you have my thanks too. Stay safe and come back as soon as you're finished. Good luck. Geh zu dem von Baiwen erwähnten Ort. Quit following me. Ups. Bin ich schon im Akt 2? Nee. Oder? 1. Ich bin noch bei 1. Boah, ich frage mich, wie lange das dauert. Ich glaube, ich bin jetzt so seit einer guten Stunde bin ich dabei. Vielleicht ein bisschen mehr als eine Stunde. Ich glaube, das wird noch ungefähr, ich sag mal so, 2 Stunden dauern. Said the strange tomb is coming from around here, right? But Paimon doesn't hear anything. There doesn't seem to be a soul in... I was just wondering who Hello. in their right mind would come out to a place like this. So, it's you two. Was geht ab? Yuan! How'd you sneak up on us like that? You nearly gave Paimon a heart attack! You look pretty alive to me. Can't spooked you that bad. Fair enough. Weißt du etwas über die seltsame Melodie? Ah, you're here for that too?
Saves me a bit of explaining. Come with me. I've already reconned the perimeter, so we should be safe. Auf der Suche nach der geheimnisvollen Melodie. Untersuche die Spuren. Aber warum ist das denn so interessant, dass eine Jelan das sogar untersuchen soll? The stuff by the door is in pretty good condition, though. Ups, hab geskippt aus Versehen. Wow. Collecting rare and exquisite treasures. Yes, this seems suitably sophisticated. This place is completely empty. There's nothing valuable left here at all. So, wo noch? Hm? Squall Fury. Achso. The doors and the windows are all fine, so there definitely wasn't a break-in. Ach so. Okay. Ich glaube, hier ist eine Kiste. I'll keep this close. How strange. It looks like it's been looted, except for the fact that there's no sign of a struggle. The bad guys could have sneaked in while the owner was gone, but then how do you explain why the door and windows are intact? Seems you've done a pretty thorough inspection. So, any theories on what might have happened here? Yelan, you didn't hide some of the evidence from us on purpose, did you? Why would I make this more difficult for you? We're on the same side here. Okay, well... Paimon gives up then. Paimon's got nothing. What about you? Give up as well? Es muss etwas mit der Melodie zu tun haben. Your instincts are pretty good. Or perhaps it's not instinct. The strange melody is one of the few pieces of information you have available, after all. Okay, ich finde es nur seltsam, dass Yelan dafür beauftragt wurde, für so eine Pieps-Angelegenheit, würde ich sagen. Let me share a folk story with you. A long time ago, there used to be a group of bandits in the Liyue countryside who would sound a horn every time they were about to raid a village. Oh. But it wasn't a rallying cry to rouse their fellow men. It was a disconcerting tune, meant to intimidate the weak and warn them of their impending doom. Immerhin eine Warnung, I guess. To escape with their lives, the villagers would abandon their homes and flee overnight, taking only their most valuable belongings with them. Everything else was left behind. The bandits were eventually brought to justice, but the fear and trauma remained in the villagers' hearts. Whenever they heard that melody, they would feel like their lives were in danger once again, and flee immediately. The culprit of this crime exploited that very fear to get access to this house without having to force their way in. That's quite the story. The victims obviously will have gotten quite a fright, but at least they won't be in any great danger. Okay, also jetzt verstehe ich aber, warum Yelan hier ist dann. The important thing now is to find this copycat criminal. Nach Fußabdrücken Elementarblick? On any other day, that'd probably be a good idea. Unfortunately, it's not gonna work today. Take a look around and you'll see what I mean. This criminal is clearly well-versed both in using music to commit crimes and in making a clean getaway. Not only did they stay off the muddy road to avoid leaving footprints, it looks like they were also careful not to bring any gadgets with so much as a trace of elemental energy. Evidently, they were intent on keeping even the most experienced investigators off their trail. Unfortunately for them, I'm one of the best trackers in the business. They're not about to get away with their little scheme on my watch. So basically, if we want to find the culprit, we just need to follow Yelan. Ja, es passiert gleich was.
As long as you can keep up. Since the culprit's trying to be cautious and low risk, I'll bet they left through an area with some vegetation for cover, but not so much that it would slow them down. Aha. Ich wusste, irgendwo in der Nähe ist ein Schleim. Hä? Jelan ist weg. Ach, da ist sie. Direkt panikt. Oh, Guili-Ebene. These tracks are super. Oh no. Super fresh tracks. Huh. Their pace is increased. Normally, people carrying a heavy load slow down as their journey goes on and they start to tire. Whatever's motivating them to speed up must be psychological. For instance, reaching the home stretch. Oh. Hier? What? Oh, sie ist schneller als ich. So fast. There they are! Look! A treasure hoarder tent! Ugh, not the treasure hoarders again! And so close to Lantern Ride, too! 'Tis not the season for their antics! Travelers Blick. Ah, das ist so unbezahlbar jedes Mal. Come on, let's round 'em up. Wenn er jetzt was sagen würde, dann wäre das nicht so, ich weiß nicht, nicht so außergewöhnlich. Aber der Blick war wieder gut. Dieser schuldige, ich bin dead inside Blick. Ich finde das immer wieder gut. The wind rises. Hello. Hey, who are you? Where did you come from? The evidence is conclusive. Okay, confess and we'll go easy on you. My patience is running low, so why don't you do us both a favor, You kidding me? You think I'm scared of you? Perhaps not, but you should be. Oh. Busted! Curses. Seems like you're not all talk after all, but there's no going back now. Better up my game. Mercy! Have mercy! Oh, it's a little late for that. I've come this far, I might as well finish the job. I surrender! I surrender, please! I'll do whatever you say. Please have mercy. Tell us everything. You have one chance. And I'm warning you. Don't make me ask twice. I won't, I swear. You know, so Lantern Right's nearly here, and like a lot of people, I wanted to buy a few nice things. I know I'm with the treasure hoarders and everything, but I don't really have any kind of experience with robbing people and whatnot. So I don't have the guts to break into somebody's house. Mhm. Und eben gerade hat sich das aber ganz anders angehört. Wow, you're really going to complain to us about that? No, not at all. I'm just telling it how it is. Okay. Continue.
I racked my brains trying to think of what I could do, and eventually, I remembered something from back when I was a kid. The bandits would blow their horn, and my grandma would grab us kids and run. I remember the tune, so I figured I'd try it for myself. I mean, just to see what would happen. At first, anyway, I seriously didn't expect that family to pack up and leave. But they did, and they just left all their stuff right there for the taking. It was too easy, I couldn't resist. Okay. It was completely wrong of me, I know that now. I'll return everything that I took. It's all still in perfect condition, and it'll be like it was never gone. Give you a chance, huh? Sounds to me like you'd rather strike some kind of a deal than spend lanternite behind bars. Yes? You know how to bargain, I'll give you that. It's just a pity that you didn't confess at the first opportunity. Das war sein Fehler. You'll have to take a walk with me. Once we've returned the goods, we'll find the owner of the house, and you can apologize to them in person. After that, I'll escort you to the Ministry of Civil Affairs. Yes, ma'am. You know, as a former victim of this kind of crime yourself, I doubt anyone understands the fear you inflicted quite as well as you do. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Does your greed matter more to you than your fear? More to the point, if you can play a tune from memory, don't you think you should be capable of making an honest living? You mean... Ja. That's enough hints for you. You'll have plenty of time to reflect on all of this yourself. There's not much left to wrap up, so I'll take it from here. Guess this is where I'll say goodbye. Sehr beeindruckt, Yelan. What is it? Is there something else? I'm still not sure how you first got your hands on this information, so play it safe when you get back. Don't mention to anyone that you ran into me out here. Huh? You helped a lot with the investigation and arrest anyway, so it's perfectly fair for you to get all the credit. Just take it. It works better for me, too. See you when I see you. And happy lanternite. Bye-bye. Yelan's such a pro at this. With her taking it from here, it's as good as resolved. Whoosh! Random event, a strange melody, complete. Although, it's kind of a shame that we never got that treasure hoarder guy to play the melody again. Ich bin auch neugierig. Right? How could anyone not be? Oh ja. When we were chatting with Mr. Dvorak, music seemed like such a positive thing. And most music is, right? Ja. It can help us relax, feel all warm and fuzzy, recall happy memories, or even just think happy thoughts. Paimon never imagined that music could be used to commit crimes. Es kommt auf die Gedanken des Benutzers an. Was der Benutzer denkt, beeinflusst durch die Musik vermittelte Emotionen. Oh, really? Huh. Makes sense. Paimon's musical understanding improves again! Yeah. Well, anyway, now that everything's resolved, let's get back to Liyue Harbor. Bye. Oh nein, ich hab geskippt. Ach, Queen Yelan ist so weise. So weise, diese Frau. Hallo. Dankeschön. Ja, das ist Water. Ah, ach so. Dankeschön. Thanks. Alrighty then. Dum, 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 Too dum. slow. Was ist das für ein Baum? Der Sandhals, okay. Oh, so schön hier. Mensch. Oh. Oh, oh. Byron, we're back! Everything's all sorted.
Please wait here a moment if you would be so kind. Lady Ningguang instructed me to advise her upon your return. Nice, Ningguang. Queen number 2. My greetings to both of you. Long time no see. No need to be so formal with us, Ningguang. We've known each other for a long time now. You must be super busy with all the preparations for Lantern Rite. Don't mind us. On the contrary, I think it is those that I have known longest to whom I should extend the greatest courtesies. Alas, on a different day, I would invite both of you inside for some tea and a brief respite from your travels. But you're quite right. Trivial matters aside, there's no escaping the fact that we have a grand concert to organize. Once the performance itself is over, we'll then need to invite the representatives of the Iridescence Tour for a discussion on future collaboration opportunities. The financing arrangements alone could well entail many rounds of discussion. Ja, ja. Simply put, there will always be work to do. Whoa, you're already thinking that far ahead? Natürlich. Well, we can discuss more current affairs if you'd prefer. I trust you saw this year's Mingxiao lantern at the docks when you arrived at the city? Ich glaube, ja. Yeah, it looked like Ja, genau. a goose. Which Adeptus is it modeled on this time? Sea Gazer. I believe you're familiar with the name. Fürst des tobenden Meers und der ruhigen Dämmerung. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Namen. Ja. Ja. Legend holds that he was free-spirited and easygoing. People described him as a cheerful soul and a loyal friend. Freigeistig, aufrichtig und gelassen. Es ist schon so lange her, also kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Nee, leider, also tobendes Meer sagt mir was, aber... On this marvelous lantern rite, we pray that the fallen heroes may be guided home. Damit ich nie wieder vergesse, warum das Laternenritual gefeiert wird. Erstmal screenshotten. Und ich habe hier Tee. Oh, der ist so heiß. Mist. If the sound of music can flow like the rivers and streams into every corner of the land, perhaps the souls of those who have gone before us will hear the song of a new era. I wondered whether the melodies will be to their liking. Oh. Oh, they're gonna love them. Paimon's sure of it. At least, if the guy you mentioned is anything to go by, the Adepti and heroes of the past sound like a positive and free-spirited, cheerful bunch. They're sure to be open to new music. Well, let's hope so. I heard that you'll be going on a search with Ganyu to find the descendants of a fairy lady from a Fontaine legend. Fairy Lady. Ja, aber das ist ja so eine... Also die Überlieferung wurde ja über Generationen verändert. I'm sure this quest to uncover the truth behind an ancient story will turn into a most charming tale. Do share it with me, won't you? I couldn't bear to miss out. Alles klar. Was? Also, jetzt... Okay. Strahlende Funken, Schattentheater durch Nebel und Wellen, namenlose Helden. Was ist das? Ist das dieses Schattentheater? Zum Auftrag? Wow, dieser Artstyle ist so nice. Ist das eine Chichi? Das ist eine Chichi. Oh, wow. Alright. Warte auf die verabredete Zeit. Sprich mit Zhaoqin. Sprich mit Huixin.
Tian. Achso, ich muss jetzt eine... Okay. Nördliche Anlegestelle. Jetzt weiß ich nicht, wohin ich soll. Festanekdoten. Du und Ganyu habt vereinbart, gemeinsam... Ah, das ist Akt 2 jetzt, okay. Warte auf den übernächsten Tag. Ah, okay. Aktionsdetails, Nacht des kristallklaren Saitenklangs. Okay, also das ist alles so... Sind da so Zwischenkapitel, die ich zwischendurch machen soll? Also bevor ich mit Akt 2 beginne, oder? Was ist denn das? Achso, das ist TCG. Oh, ups. Was ist das? Ah, das müsste ich auch noch spielen. Naja. Ich glaube, ich fange mit Yao an. Von links nach rechts. Ja, ich bin aber kurz AFK. Bis gleich. So, let's go. Oh, wir haben schon 18:50 Uhr. Das ist also dieser Adeptus. Auch so ein Phönixartiges Wesen. Oh. Hallo Tian. Hallöchen, geehrte Abenteurer. Alles Gute.
Warum hat Paimon das seltsame Gefühl, dass wir uns schon mal begegnet sind? Ferienhang. Du kommst mir irgendwie bekannt vor. Ja, Ferienhang. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, es kommt mir auch bekannt vor. Ist das nicht die, die uns gezwungen hat, Tausende von hier Zeit-Challenges zu machen? Helfen wir natürlich gerne. Kannst du uns ein wenig über dein besonderes Abenteuer erzählen? Klar, dann komme ich gleich zur Sache. Vor kurzem bin ich in der Buchhandlung Wann Wenn auf einen neuen Roman gestoßen. Nein, ich sollte sagen, ich habe neue Informationen gefunden. Ich habe bemerkt, dass die Erwartungen der Menschen an das Abenteuer gestiegen sind und Aktivitäten wie Bergsteigen und Gleiten mit Windgleiter nicht mehr so spannend sind wie früher. Oh. Ach so. Sie will neue Anwerber anwerben. Ah nee, sie ist eine Anwerberin. Okay. Nutze den Schwung des Feuerwerkkörpers. Du schießt Menschen in den Himmel? Dass selbst die langweiligsten Menschen inspiriert werden. Geehrte Abenteurer, ihr habt einen guten Ruf. Wenn ihr bei diesem Wettrennen mit gutem Beispiel vorangeht, werdet ihr sicherlich viele Leute anziehen. Okay, sind wir die Anwerber oder du? Sie werden sicher mehr Leute dazu ermutigen, der Abenteuergilde beizutreten. Paimon und ich hoch hinaus, let's go. Es ist völlig ungefährlich. Willst du es nicht mal ausprobieren? Okay. Ah ja, I see. Oh. In einem Tag verfügbar. Wait. Warum? Okay, also scheinbar ist das nicht die Haupthandlung. Scheinbar muss ich das noch gar nicht machen. Das würde ich aber auch auf jeden Fall erst am Ende machen. Ich möchte nämlich die Handlung spielen. Ah, diese Leo-Musik ist so nostalgisch mittlerweile. Obwohl das einfach nur 2 Jahre her ist. Oh, hier drin kann man quasi Paimons Augeninneres sehen. Könnte man meinen. Hä? Wo bleibt der wahre Zuhörer? Bin noch nicht so weit, scheinbar. Ah, Mann, ich bin so unfähig. Wie mache ich das denn mit dem Teebeutel und dem Löffel? Ich habe das noch nie gemacht, glaube ich. Oder doch, aber... Oh, ich hab's, glaube ich. Nice. Naturtalent. So. Bisschen zu lange eingezogen, der Tee, aber whatever. So. Ich bin bereit für den übernächsten Tag, aber irgendwie beginnt er nicht. Warum? 8 Uhr bis 10 Uhr. Ich kann ja auch nicht lesen, Mensch. 8 Uhr. Let's go.
for us to meet up with Ganyu. Let's head to Eugene Terrace. Ah. Quit following me. Fürst des tobenden Meers und der ruhigen Dämmerung. Ich frage mich, wer auf diese Namen kommt, auf diese Titel. Liebte er es, seltene Schätze zu sammeln. Ein solcher Adept wird uns definitiv mit vielfach Reichtum segnen. Wegen Rex Lapis Tod. Wer bist du? Wie konnte eine Gottheit wie Rex Lapis sterben? Obwohl ich es mit eigenen Augen gesehen habe, kann ich es nicht glauben. Er ist bestimmt einfach nur wieder zurück nach Celestia gegangen. Oh. Ich meine, viele seiner alten Freunde unter den Adepten sind doch noch hier, nicht wahr? Für Liyue hat er bestimmt Vorkehrungen getroffen. Warum fragst du? Nun, ich lebe in meiner Heimatstadt seit mehreren Jahrzehnten und hatte schon einige Male Heimweh, seit ich für das Abschiedsritual hergekommen bin. Too slow. Oh nein, sie schläft fast ein. Ganyu. Greetings, traveler in Paimon. Hat sie im Stehen geschlafen? What time is it? Are you okay, Ganyu? You were nodding off there. Didn't you sleep well last night? I'm fine. Don't worry about me. Let's discuss the matter at hand. Sie hat nicht geschlafen. Since last time, I've been thinking a lot about the story Paimon told me. In essence, someone rescued a drowning man and performed some music. If that were all there was to it, it could have been many people, human or Adeptus. But the tune was allegedly so wonderful that the drowning man forgot about everything else, even his own impending death, and only came to his senses after being brought to shore. Perhaps there was an adeptal power at work in that music that he, as a mortal, could not perceive. Or perhaps he sensed a power surrounding him but lacked the words to describe it, not knowing where it came from. Either way, if this part of the story is true, then the rescuer has to have been an Adeptus. You really think so? But this story is all the way from Fontaine. Isn't this a bit of a long shot? Also, Paimon's really curious about how people from Fontaine think this fairy lady looked. Vielleicht hat sie noch Hörner, vielleicht hat sie Flügel. Ooh, like a crystal fly's wings? That would be pretty cool. But Paimon definitely can't imagine any of the Adepti looking like that. Actually, Ganyu, if you had to save a drowning person, how would you go about it? Huh? Me? War das Ganyu? Well, I'd get them to the shore, and then I'd probably hide behind a tree and watch them for a while. Once I was sure that they were going to be okay, I'd slip away without a sound. Got it. So basically, Ganyu's the type of person who doesn't like taking credit for her good deeds. No, it's not like that. I'm just not very good at explaining things. And I also find it really awkward accepting other people's gratitude. Well, what if this Adeptus in the story had a similar attitude? That would explain why she just left without saying a word. She was probably thinking something like,
One was merely passing by and saw fit to address this egregious disruption to one's graceful zithering at once. You may keep your thanks to yourself. Einmal ins Gesicht wieder. Oh Gott, das war echt gut. Ich habe schon gedacht, dass sie sowas Ähnliches sagt, weil die Adepten oder Adeptei, die reden ja immer so. That was actually a very Ja. good impression of Cloud Retainer, Paimon. Genau. As far as I'm aware, Cloud Retainer isn't the most musically gifted. Still, we can't completely rule her out just yet. If we set off now, we could head to Mount Outsung and ask her about it. You'll be able to confirm either way if it's her, and I can, I've been in Lea Harbor for so long now that I'm just not as familiar with the Adepti anymore. If there's anything we want to know about them, she's the best person to ask. Sounds great! And we're pretty close with Cloud Retainer by now, so we probably don't even need to bring her food this time, right? I've prepared a gift for her to mark the festival, just in case. However... Du hast noch andere Besorgnisse? Cloud Retainer spends most of her days studying mechanisms in her abode. She's on her own so much of the time that the moment she has someone to chat with, she just... Never mind. I promised I'd help Mr. Dvorak, and now that I've made the contract, I can't be having second thoughts. Traveler, Paimon, let's set off for Cloud Retainer's abode. Seems like this is a tough decision for Ganyu, but she's made up her mind now. Paimon gets why she'd be so anxious. Okay, how about this? If Cloud Retainer tries to start telling stories about her again this year, we should pipe up and change the topic. Ach, deswegen, ich erinnere mich. Wait, did she leave already? Hey, Ganyu, wait up! Stimmt, stimmt. Wo bleibt der wahre Zuhörer? Nacht. Achso. Ja. Vielleicht sollte ich den Titel wechseln, ändern, was auch immer. Kann ich das hier? Kann ich. So. Nice. Okay. Ab zum Berg. Ups. Squall and Fury. Was ist eigentlich Yao Yao? Was hat sie für eine Waffe? Bestimmt. Moment, ich rate.
Oh, süß. Catalyst? Wait. Oh, never mind. Sie, okay. Gott. Falling Oh. into the abyss. Oh no. Paimon's so tired from trying to keep up. Don't either of you need to take any breaks? I can't believe it. Cloud Retainer is not here. Huh? Did we miss her? She doesn't like to travel, so in the past, it's always been the other Adepti who come to visit her during the festivals. Ist sie gerade vielleicht mit etwas anderem beschäftigt? Kann es sein, dass sie in Schwierigkeiten geraten ist? Somehow Paimon doubts that anything could cause serious trouble for her. Ja, ehrlich gesagt, stimmt. True. Now that I think about it, Cloud Retainer would be quite capable of taking care of anything on her own. There's no need to worry about her. Since she's not here, I guess the next step is to check all the other Adepti abodes, one by one. Uh-oh. Will it involve a lot more traveling? Paimon, du musst doch nur fliegen. Got it! Paimon has a great idea! Please go on, Paimon. Our goal here is to find the Adeptus that helped Dvorak's ancestor, right? We can't hear any music right now, but if she's really as nice as the story suggests, she'd definitely come to help anyone who was drowning, right? Yes, I think that's fair to say. So, all we have to do is get the traveler Nein. to pretend to fall into the water, and the Adeptus will come to the rescue! Wieso machst du es nicht selbst? You know perfectly well that Paimon can't swim! Paimon would sink like a rock! Irgendwas fühlt sich dieser Vorschlag nicht richtig an. Was? Ach. Just trust Paimon! The water's pretty deep over there. Quick, swim to the very center! Okay. What? So tief ist das jetzt auch nicht. Na gut. Ah ja, hier saßen ja, ich habe einen zweiten Account und da bin ich gerade in Liyue und habe den ersten Teil der ersten Liyue Archon Quest gespielt. Und hier saßen immer Cloud Retainer, also die Fürstin der Wolken und des Blablabla, Zhongli, also Rex Lapis und Guizhong, also eine andere Gottheit, die mit Zhongli zusammen über Liyue geherrscht haben soll. Ja, die waren so verpartnert quasi. Und irgendwo stand, dass die beiden hier zu dritt gesessen haben. Oh. Ich frage mich, wie das ausgesehen hat. Aber es sind nur zwei Teller. Guizhong ist ja nicht mehr da. Was hier? Steinernen Sitz betrachten. Rund um den Steintisch stehen 3 steinerne Stühle und auf jedem von ihnen ist eine Schriftzeile eingraviert. Ein Weinglas steht vor dem Stuhl auf der Südwestseite. Auf
diesem Stuhl ist eingraviert, hier sitzt die Fürstin der stehenden Wolken und des stillen Windes. Genau, Cloud Retainer. Eine Schüssel und ein paar Essstäbchen stehen vor dem Stuhl auf der Nordseite. Auf diesem Stuhl ist eingraviert, hier sitzt Guizhong. Genau. Nichts steht auf dem Tisch auf der Südostseite. Auf diesem Stuhl ist eingraviert, hier sitzt Rex. Einfach Rex. Ein Vogelei. Okay, let's go. Help! Help! Someone's drowning! If only there was a kind-hearted adeptus here to save us! Oh no! Whatever will a Paimon do? What is going on? Ciao. Das hätte ich nicht erwartet. Ich dachte, Cloud Retainer kommt jetzt. Oh, und Shen. How do you feel right now? Shenhe, and the conqueror of demons. Why don't you say something? Please don't make Paimon explain it. Explain yourself, Paimon. Das war deine Idee. Okay, fine. Paimon will explain. We're looking for an adeptus who's good at being a lifeguard and playing music. But if the adepti aren't gonna stay home, then how are we supposed to find them? It wasn't me. Yeah, so this adeptus is most likely a woman. And I am not an adeptus, as you both already know, Traveler and Paimon. Ja. Okay, so this is Paimon's fault. No way Paimon would have suggested this idea if she'd known how awkward this was gonna be. Entschuldigt für die Mühe. Glad you're okay. Gehst du schon? As far as I know, the one you seek is no Yaksha. And one last thing. Oh? Your actions here caused others a great deal of worry. Do not repeat them again in the future. Oh, sorry. As ever, the conqueror of demons comes and goes, just like the wind. Right. I didn't dare to say a word just now. How's your training going, Shenhe? Have you made any plans for Lantern Rite? We could spend it together in Liyue Harbor if you'd like. Ja. I had planned to spend the festival with Master this year. Aber wo ist sie? However... Oh, speaking of Cloud Retainer, when did you see her last? Earlier this morning. She set off for Mount Hulao at dawn. I noticed she was using an adeptus art of some kind to protect a mechanism that looked like a boiler. Maybe it was a gift for Mountain Shaper. I did not inquire. So we just missed her. Please excuse me for a moment. I think I'll leave the gift in her abode. Sure. Thank you. It sounds like Ganyu and Shenhe have gotten a lot closer recently. Yes. During the summer and winter, I continued to train with Master. In the other months of the year, I have been learning to adapt to human life in Liyue Harbor. Oh, Shenhe sieht so schön aus. Die wollte ich eigentlich auch mal pullen, aber... Ja. Aber. Ganyu arranged accommodations for me in the city, and also recommended several work positions for me. But when I try to blend in by referring to her as Miss Ganyu or Lady Ganyu, like the others, she says I mustn't address her like that. Sometimes I'm supposed to copy other people, sometimes I'm not. It's a little difficult to keep track of everything. Ganyu möchte nur nicht, dass du ihr gegenüber zu höflich bist. Ganyu ist es peinlich, wenn Leute sie Fräulein Ganyu nennen. Oh, is that what it is? Noted. So, you came looking for Master today because you wanted to ask her about the Mystery Adeptus. Is that right? Yep. Oh, speaking of that, have you ever heard any music while out training in the mountains? Music? What is that?
What? It's a kind of a happy or relaxing sound, or a nerve-wracking sound, or even a terrifying one. Okay, I'm done. I also left her a note so that she knows where to find us. We won't miss her again. Genau, was ist Musik? Musik ist Musik. Musik ist ein Sound, ein Klang. Musik ist der Klang eines Songs, eines Liedes. Yay! That's really helpful. Thanks! We were just talking about this thing called music, and based on Paimon's description, I do believe I hear it every day. Please follow me. Oh, nice. Oh, really? Great, let's go! Nice. Oh, Shenhe hat ihre Vision als Haarband. Oder als Haargummi quasi. Nice. All beautiful. What a queen. Ah. Oh, wow. Wie hoch? Behold! Ach ja. This is the place. I enjoy training here to the sound of music. Oh. Ach so. Sie hört die ganze Zeit diesen Sound oder diese Musik und fragt sich nicht mal, was das ist. Was? Oh no! Paimon's gone deaf! Paimon can't hear anything! Oh, whew! Paimon hasn't gone deaf after all! Paimon heard you when you just spoke. Ja, anscheinend spricht Traveler, nur wir hören ihn nicht. Anyway, where is this music? The faint sound of birdsong, the quiet murmur of the streams. These are relaxing sounds. Oh. Are they not the music of which you speak? Shen ist schon toll. Oh, Paimon wasn't quite done with the description. Okay, fine, it's all Paimon's fault. What we're looking for are not the sounds of nature, but melodies played on special instruments. Zum Beispiel, ja. And a melody is? Was? Paimon, sing uns ein Kinderlied. Ganje, sing uns ein Volkslied über Glaslinien. Linien, nicht Linien. Ich weiß nicht, was ich aussuchen soll. Das ist sehr schwer. Ich will beides hören. Ich werde es wahrscheinlich gar nicht zu hören bekommen, aber... Auf der einen Seite will ich Paimon ein bisschen ärgern. Auf der anderen Seite will ich auch mal, dass Ganyu was macht. Hey, don't you patronize Paimon! Let's get one thing straight. Paimon knows plenty of nursery rhymes, but Paimon does not sing on demand. Without payment. Without payment. Ohne Bezahlung singe ich keine Kinderlieder. Hey, why don't you just sing that one melody Shen has heard before? It'll probably help her to understand what we're talking about. Hoffentlich wird es keine Vanillo-Chor anlocken.
Dieses eine Lied, das Barbara immer singt. Dieses da 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 da. Oh, Wow. is that Ja. from the opera that Yunjin sang? Ja. Ja. That was a melody, and melodies can be called music. Ja. It felt like I was transported back to the past. In my mind's eye, I could see the Zhao lanterns lighting up the night sky again. Das ist die Magie der Musik. We're all there, raising our glasses and drinking to our heart's content on the Jade Chamber. As I watched Yunjin's performance, I felt a warm sensation in my heart. And as the drink reached my stomach, it went from warm to hot. When you hummed that melody just now, feelings from a whole year ago came right back to me, as strong as they were on that day. Das ist Nostalgie. So that's the power of music. Wow, Shenhe. That was so deep! Music definitely has the power to bring up memories. It's like a time capsule with all the special moments from our lives squished inside. What about you, Ganyu? Are there any melodies that have left a deep impression on you? I don't remember if my parents ever sang any lullabies to me. I know some local folk songs, and a few other things come to mind too. The songs of the sailors down at the docks, the little ditties that the vendors call out in front of their beloved shops, the tunes of folk artists performing on the streets. Bei diesen Melodien dreht sich alles um den Hafen von Liyue. Yes, that's right. In the past, whenever I heard the sound of those tunes, I always felt that they were worlds apart from me. Nenny and Liyue probably view me as a non-human. And they are right, in the sense that I never could connect with humans' artistic expression and their sentiments. So I haven't been able to integrate into their community and be a part of their lives. At least, that's the view I held in the past. Only more recently did I start to realize that the only barriers are ones that I have erected with my imagination. The way those melodies make me feel isn't all that different from other people after all. They're about mundane details of everyday existence. Life's ups and downs, joys and sorrows. Even though we come from different backgrounds and have different stories to tell, when it comes down to the most common things that we see and experience around us each day in the city, in that sense, we're all the same. You go, Ganyu! You're really making progress. You have loads of friends in Liyue Harbor when you think about it. Like, okay, maybe some are more like coworkers and bosses. But at the very least, Kuching and Shenhe are your friends now, right? Yes, I am. Technically speaking, we should refer to each other by the conventional forms of address used among fellow disciples. But now that I know what constitutes a friendship, I do believe we are more friends than co-disciples. Thank you, everyone. Once the days are warmer, I would like to host you at my home in the city. Please invite Kuching as well. I've planted many types of flowers. I'm sure some of them will be to your taste. You are too kind. I couldn't possibly. Nonsense. You are my friend. I have cultivated and cared for the flowers just as you taught me. Once you've seen them for yourself, I am sure you can advise me how to do an even better job next time. I will save some for decoration. We can feast on the rest. Then, thank you in advance. Wait, what is that saying again? If you insist? Do people say that?
I'm not completely sure either. Da haben sich zwei gefunden. It doesn't matter, okay? You got the point across. No need to split hairs. Paimon's more concerned about your idea of a girls' night out. Eating flowers? Really? Does this have anything to do with you both being the disciples of that illuminated bird? Kuching ist doch keine Blumen. Who dares refer to one not by one's Adeptus title? My but gosh. merely as that illuminated bird. Oopsie, hello. Master. What up? Our greetings, Cloud Retainer. Ah! There it is! The illuminated bird has landed! Double humph. Now she has the gall to use it rather than she. Even after being chastised once already? Barely a moment has passed since we last met, and yet your impertinence has reached new heights. One has received your message from Ganyu. On the matter of the Adeptus you seek, one suspects to know their identity. Well, shall one lead the way? Ja, danke sehr, Fürstin der stehenden Wolken und des stillen Windes, Traveler. I still have to complete my training for today, so I will bid farewell to everyone here. Bye. Very well. Await my arrival at one's abode later this night. On this special occasion, you should indulge yourself with some savory dishes. Groß Laternenritual. If you want to release a Shao Lantern, come and find us anytime. Thank you, everyone. Happy Lantern Rite to you too. Gehe zum angegebenen Ort. Wo ist das denn? Oh, wieder Guile-Ebene. Vielleicht sollte ich mal lüften. So langsam vielleicht. Okay, also Cloud Retainer hat die Lösung. Oder die Antworten auf unsere Fragen. The wind rises. Is this Quaily Plains? Cloud Retainer, why did you bring us here? Ganyu is of course familiar with the name Guizhong, but have you ever heard of her? Ich habe natürlich davon gehört. Guizhong is another name of Agentis, the god of dust. She was extroverted in nature and adored social gatherings and inventions alike. Long ago, this region was yet a prosperous assembly. Guizhong often invited her friends to visit her home, reserving for us seats around the largest stone table. Vor langer Zeit, wann denn? Seagazer would always bring out his latest treasure and place it upon the table. He could be quite the braggart. Though usually a mild-mannered fellow, when it came to those collectibles he was so fond of, he always loved to show them off. Das muss ja länger als, weiß nicht, länger vor 2000 Jahren gewesen sein, weil das war ja kurz, oder ja doch, kurz vor dem Archontenkrieg. Also 2000 Jahre plus. Paimon remembers that name. So that's what Seagazer was like. He was an old friend and a former rival. One has many memories of him. Once he had brought out the treasure, it would predictably become the center of attention. Neither Guizhong nor one was content to let him just steal the spotlight.
so we would then also present our proudest mechanical creations. As Adepti, we were each gifted in our own ways, and naturally proud of our accomplishments in our respective fields of expertise. As a result, one often quarreled with Seagazer. Wait, ist Guizhong auch ein Adepti? His treasures were not even of his own making. He just used his exploration skills to dig them out of the ground. How, pray tell, could he compare to me, when every single one of one's accomplishments were crafted by one's own hand? Cloud Retainer, you're getting competitive again. Dabei liegt das alles in der Vergangenheit. One digresses. Regardless, every time an argument occurred, Guizhong would come over to watch us during our mutual lambastics. On some occasions, she would join in, and on others, she'd take one of us by the limb and start uttering the most ridiculous nonsense. What kind of nonsense? No kind of nonsense were we spared. Sometimes she would brazenly opine, why argue between yourselves when neither of you could ever hope to beat me? Other times, she would make unsolicited suggestions, such as, once you two are done arguing, let's go to the foot of the mountain and grill some meat. Ja, hört sich nach einer sehr coolen Person an. She always sought to make everyone happy, and one must say, she had quite the gift for it. No matter what nonsense she said, one never felt bothered or offended. It also helped that she never referred to one as that illuminated bird. Genau, Paimon. Come on, get over yourself! So. Sei nicht so nachtragend, Cloud Retainer. Warte, wie war ihr deutscher Name? Fürstin der stehenden Wolken und des stillen Meers oder so? Anyway, just as our impassioned arguments would reach the apex of acrimony, Marchosius would bring his delectable dishes to the table. Oh, Goba! Achso, sie heißt des stillen Windes, sehe ich gerade. Also nicht des stillen Meeres, sondern Windes. Ah, das war ja echt... Das ist dann definitiv 2000 plus Jahre her gewesen schon. Who would dare snub the stove god and his wondrous creations? At the sight of him, we would all immediately drop the argument and prepare the table for a night of feasting and drinking. Ich stelle mir das halt so traurig vor irgendwie, weil vor 2000 Jahren, ich bin mir nicht so genau sicher, wie das ablief, aber ich glaube, Celestia oder himmlische Ordnung hat ja diesen Archontenkrieg quasi, wie soll man sagen, deklariert und gesagt, ja, es kann nicht hunderte Götter geben. Es darf immer nur einen Gott geben und deswegen müsst ihr Krieg gegeneinander führen, so auf dem Motto. Und dabei waren alle Götter oder viele Götter miteinander befreundet. Zum Beispiel wie hier, also Gott des Herdes, Gott des Staubs, Gott der Verträge oder der Steine, also Zhongli, Guizhong, Marchosius. So, und die Göttin des des Salzes, also Havria war das, glaube ich, wollte ja auch gar nicht kämpfen und hat sich verschanzt irgendwo. Also für die Liyue-Götter war der Archontenkrieg sehr, sehr tragisch, glaube ich. Back then, one was always bothered by how the cups Rex Lapis brought were always too square for one's taste. Can you see yourselves ever enjoying a drink
from a square cup. Tatsächlich nicht. Wenn man das jetzt so bedenkt, nee. Das sollte nicht so bequem zu bedienen sein. Ich glaube nicht, dass dies mich wirklich stören würde. Then you are most tolerant, but that is its own virtue. Even one could never find fault with Marchosius's cooking. As we ate, Guizhong would continue to find topics for conversation, filling the table with humor and laughter. Oh. Each of those old fossils had their character flaws and points of obstinacy. So why was it that whenever we dined together, we always had a marvelous time? We would drink together from a spot high in the mountains, until the moon set and the sun rose, and only then would the banquet finally come to an end. Ist das der Asmantes Wein? Streetwood Rambler would often remain to admire the flowers with Guizhong before returning to her own abode. The glaze lilies were far more abundant back then. Entire fields of them would appear to the eye as a veritable sea of flowers. Die Fürstin des Singens und Streunens. Ich habe jetzt den englischen Namen nicht mehr im Kopf, aber... Streetward Rambler? Street... Word Brambler? That would be Ping. Oh. You probably know her as Madam Ping. Oh. Oh, okay. Wait, this is a lovely story and everything, but didn't we come here to find that Adeptus from Mr. Dvorak's story? Or are you saying that it was Guizhong? Didn't she, already, Alas, long has one avoided this place for precisely that reason. The sights here are a reminder of a time long gone. One should have guessed that you would disrupt one's poignant moment of mourning with your incessant questioning. Entschuldigung. No matter, one will share the whole story with you now. In times gone by, one quarreled oft with Guizhong concerning mechanical principles. We each had our ideals, and neither would yield. Under the pretext of a social gathering, one invited the impartial Rex Lapis to judge the quality of our creations. But Rex Lapis declared that Guizhong's Obscuro Vulpus mechanism was superior. Though one was too proud to acknowledge it, in one's heart, one knew that Guizhong was indeed the superior talent in the mechanical arts. Oh my god. The story between Guizhong and Streetward Rambler, that begins with a certain bell. In Guizhong's opinion, while mechanisms were no substitute for human composers, they were yet capable of producing simple but fine melodies. But Streetward Rambler believed music to be an expression of the soul, an emotional enterprise that could never hope to be replicated by machinery. They argued endlessly, until one asked Rex Lapis to intercede. He confiscated the bell and designated it for ceremonial use. Thereafter, one would often find them convening in the mountains, discussing music, mechanics, and all the affairs of the mortal world. But these good times were not to last. War broke out between the gods, and soon engulfed the Guili plains. Guizhong was overpowered by the enemy, and fell in battle. When Streetwood Rambler and I arrived at the scene at long last, all that remained among the ruins was her lifeless body. After this, at Streetwood Rambler's request, Rex Lapis granted her the cleansing bell for safekeeping. To honor our friend's memory, one made a few finishing touches to her ballistic device. Many lantern rites have passed since then. Many greetings and goodbyes. Upon what do you gaze? The Guili Plains? No. It's everything.
We think of human life as like a lantern that's lit one minute and extinguished the next. But are we Adepti so different? Perhaps as dust settles after a storm, we too must one day return to the world below. One has always been austere and private by nature, and has never relished socializing. One's dealings with Guizhang were born out of discussions on the discipline of mechanics. What? You have loads of friends, and you seem pretty chatty. Oh ja. Just because one is not ignorant of social graces does not mean one is fond of them. Ja, das One is stimmt. perfectly capable of partaking in conversation despite being introverted. Oh ja. But in the end, one is nothing like Streetward Rambler. She is dauntless but thoughtful, not to mention eloquent and wise. Moreover, her friendship with Guizhang was far greater than one's own. Back when they were rivals, they would often compete against one another in the realm of musical composition. That cleansing bell was one of Guizhang's proudest works, having the ability to both compose and perform. Wait, that's weird. Didn't Madame Ping say she pestered an old friend for that bell? And she also said something about being a vain beauty when she was young or something. Streetward Rambler, a vain beauty. My foot. That bell has a sad history. Clearly, she refrained from sharing with you the truth of its origins, since the right time had not yet come. As for her old friend, who else could it be? As soon as Streetward Rambler heard that a certain Zhang Li wished to borrow the bell, she realized that the man was none other than Rex Lapis, and that he had made an enormous decision. After all, we all have known each other for several millennia. Some things between us are implicitly understood. Whoa! So they were talking in secret code? Oh, Paimon did not see that one coming. Enough of your intrusions. Where was one up to? Ah, yes. One remembers now. The cleansing bell is powered by a mechanical art, and can be used to great effect as an accompanying instrument. After the passing of its creator, it was used on numerous occasions during rites of parting. But Streetward Rambler did not acquire it from Rex Lapis for the purpose of producing further funerary tunes. No. Each time she rang it, it was to play the tune that Guizhang composed on it. The two once clashed over their beliefs about the meaning of music. Who would have thought that with Guizhang's passing and Streetward Rambler's mourning, two tunes composed in discord would eventually become one harmonious composition? Once upon a time, Streetward Rambler also loved gatherings, liquor, and music. But after Guizhang passed, she preferred her own company. She could often be found sitting alone at a mountain summit, contemplating and reminiscing with her zither. The music would go from mournful to soothing to impassioned. Many years passed before she finally composed a melody to her satisfaction. In celebration, she played the tune to the clouds. Regrettably, one has only ever heard her play that tune once. Which brings one back to the matter you've been investigating. Perhaps it was during that performance that the ancestor of your Fontaine friend fell into the water and was saved by Streetward Rambler. Ja. But if she was so happy with the melody, why would she only play it once? One was also greatly perplexed by this. After suppressing one's curiosity for a long while, one finally approached her
and asked why she would retire the tune after having spent so long on it. Vielleicht wegen dem Mann, weil er ins Wasser gefallen ist? In response, she said, "Though the strings that played that melody survive, the one who inspired it is gone. Tell me, Cloud Retainer, when the one attuned to my soul is no longer here, who else could hope to understand this tune?" Aw, poor Madam Ping. I just remember being taken care of by you when I was young. Once the Archon War came to an end, I stayed behind in Liyue Harbor to honor my contract. Although I met Guizhong a few times, I never knew anything of this particular story. Guizhong was quite the visionary, but tragically passed before her time. Her manuscripts still lie unfinished in the realm of clouds. Blank pages give one cause for contemplation on what might have been. Had you not decided to search for that mystery Adeptus, perhaps these stories too would have been lost to the sands of time. Hättet ihr nicht nach der Adeptin gesucht, wären diese vergangenen Geschichten vielleicht im Staub gelassen worden? Traveler weiß wahrscheinlich, was damit gemeint ist. As of now, you know the truth. That the Adeptus who rescued the drowning man was none other than Streetwood Rambler. Do you intend to discuss this with her? Ja, why not? Do you mean Ping might find the topic too distressing? Precisely. The passing of our old friend is a heavy topic that both of us are usually careful to avoid. If I may be so bold, Cloud Retainer, could it be that this is just your own personal opinion? Oh? How so? I've been in Liyue Harbor for quite a long time now, and I've witnessed many farewells along the way, so I too am well acquainted with the pain of the passing of a loved one. But this doesn't bring the city or its people to a standstill. They have to keep moving forward. Ja, das haben wir schon in, das haben wir in Inazuma auch gelernt, ne? Someone as perceptive and wise as Ping will surely have come to understand and embrace this. Though these immortal mountains have lost an Adeptus, the harbor of mortals has gained a wise elder. Okay, also Guizhong war eine Adeptin. No loss can ever be undone, but there is always much that can still be gained. Ping has helped countless people, and will guide many others in the years to come. And all to whom she extends a helping hand become her friends. People she can admire flowers and discuss music with. Though it is heartbreaking to lose a kindred spirit, life goes on, because there are new friends waiting for you further down the road. Ich habe aber nicht gewusst, dass Ganyu so alt ist. We even asked Madam Ping what she thought about adding a music festival to this year's Lantern Rite. When we get back, why don't we just ask her if she'd like to perform? Maybe we can even get her up on stage. You youngsters and your imaginations. Why don't you come with us? It's been a long time since you last spoke with Ping, and Liyue Harbor is always decorated so beautifully during the festival period. Is not every Lantern Rite the same in this regard? Were there ever anything new to discuss? One in Ping could meet any day of the year. I disagree. Each new day and each new year is different from those that have come before. How long will you simply let them pass you by? Very well. Then one will be off. If the other old fossils have sneaked away into the city to amuse themselves, one shall soon find out. All right. We should be getting back to the harbor as well. We don't want to keep her waiting. Once the Guili Assembly, now the Guili Plains. Say, if we planted flowers there, and cared for them carefully enough,
Do you think that one day we'd be able to recreate the sea of glaze lilies? Allow one to take back one's praise from a moment prior. You are still far too given to flights of fancy, child. What? Cloud Retainer? You were still listening? One observed that you were making no effort to leave, and returned to chasten and hasten you. This time, one is departing in earnest. Following me. Réjean war also ein Adeptus. Und... Oder habe ich das falsch verstanden? Kann auch sein, dass ich es falsch verstanden habe. Aber, also sie war auf jeden Fall die Göttin des Staubs. Hoffe, habe nichts verpasst. Ich weiß nicht, also ein bisschen was hast du, glaube ich, verpasst, glaube ich, ja. Wir haben jetzt herausgefunden, wer die geheimnisvolle Melodie vorgespielt hat. Aus der Legende. Und das war niemand anderes als Madame Ping. Madame Ping, die Queen. Nee, das Laternenfest ist noch im Gange. So ganz fertig bin ich noch nicht. Aber wir haben gerade herausgefunden, wer halt die geheimnisvolle Melodie gespielt hat. Damals in dieser Legende vom Vorfahren von Dvorak. Whoa, Madam Ping and Cloud Retainer? It appears you made haste after all. One arrived but moments before you. Oh, bless my soul. To what do I owe the honor? How nice of you all to come and visit me. Es ist vor allem sehr interessant, dass Madame Ping sich dazu entschieden hat, als Sterbliche weiterzuleben, ne? Miss Illuminated Bird, haven't you said anything yet? Miss Fräulein magischer Vogel. Charlotte will nicht das Laternenfest genießen, sondern lieber weiter forschen. Wow. Ja, es geht ja noch nicht richtig los. Wir sind ja gerade dabei, das Konzert in die Gänge zu bringen. Und unsere Aufgabe mit Ganyu zusammen war es ja herauszufinden, was es mit dieser Legende auf sich hat. Said what, precisely? And why should one be tasked with saying it? Oh, sie war nicht mad auf uns, dass wir sie Fräulein magischer Vogel genannt haben. Paimon. Cause you're the one who's known Madam Ping the longest. Oh. Street word. Or rather, presumably, you would prefer to be addressed as Ping? Oh, Cloud Retainer, you are uncommonly polite today. Given that Lantern Rite is almost upon us, the weather in the city is most pleasant, and a sweet floral fragrance lingers in the air. Ganyu, please continue from here. Huh? All right. So, this all started because we were trying to help Mr. Dvorak find the Adeptus who saved his ancestor's life. Ganyu erzählt Madame Ping die Geschichte, die sie von euch gehört hat. Cloud Retainer informed us that the one who played that melody and rescued the drowning man was none other than yourself. Ah, let me think. Yes,
I do believe I recall that encounter. Gute Erinnerung. What a long time ago that was. I'm surprised that you still remember it. Even more astonishing, perhaps, is the fact that this story has survived this long at all, when mortal lives are so very brief. Ja. It appears that she has proven herself right once again. Who's she? We like to call her Guizhong. From the look in Cloud Retainer's eyes, Ja. I sense that she has already told you all about her. Albeit reluctantly, one might add. Oh, there is no harm done. After all, Lantern Right's very purpose is to commemorate the heroes who gave their lives for Liyue. Although Guizhong did not live to see the splendid sights of today, she was as much a hero as any other. So how has she proven herself right again exactly? Ich kann mal raten. Guizhong hat wahrscheinlich die Menschen richtig eingeschätzt, indem sie gesagt hat, dass obwohl das Leben der Menschen, also das sterbliche Leben der Menschen so kurz ist, dass sich Erinnerungen trotzdem dass Erinnerungen trotzdem ja weitergereicht werden über Generationen. Sie sich als Richtige? Wen meint sie? Sie meint, also die Person, über die sie spricht, ist gerade nicht anwesend. Ihr Name ist Guizhong und Guizhong war damals eine Freundin von den beiden. Und sie ist aber leider nicht mehr am Leben. Once upon a time, she said to me that humans were a weak form of life that she wished to protect with her wisdom. But as she interacted more and more with them, her opinions on them began to change. Genau. She marveled at the beautiful complexity of their spirits, the sheer splendor of all they could accomplish through their hard work and intelligence. Ja, genau, es war ja eigentlich eine Legende von seinen Vorfahren. Und Legenden werden ja, Legenden basieren ja auf wahre Ereignisse und werden aber mit der Zeit, mit den Generationen dramatisiert. Quasi. Und das ist hier scheinbar auch passiert. Ja. She told us that to underestimate human potential would be to make a grave mistake. Das sieht man ja auch an Kanuya zum Beispiel ganz gut. With the smallest amount of guidance, enormous power can be unleashed in them. Traveler wird rangezoomt. And a human who has reached their full potential may well be her equal. Someone who could have as much to teach an adeptus as to learn from them. She always had a way with words. That her mechanical accomplishments were judged superior to one's own was, one suspects, in large part due to her sheer eloquence. Sie war überrascht, wie fleißig Menschen sind. Ich glaube, der Wanderer hat da ein anderes Bild. Nee, ich glaube nicht. Wanderer hatte halt auch nicht so viele Erfahrungen mit Menschen. Er hatte ja nur quasi drei Erfahrungen und das hat ihm scheinbar gereicht.
dass er sich gar nicht mehr mit Menschen dann befasst hat. Aber tatsächlich habe ich das schon geglaubt, dass Guizhong sowas Ähnliches sagen würde. Speaking of mechanics, Cloud Retainer, do you still remember that potted plant mechanism? The one that the two of you gave me as a gift? Of course. Guizhong and One both put an immense amount of effort into that gift. It would be no overstatement to call it a testament to each of our individual technical genius. As Guizhong once said, it takes every blade of grass and every flower to make a homeland. When I see the sight of Liyue Harbor before us today... Madame Ping looks very emotional right now. Schließlich haben sie so viel zusammen durchgemacht. Of all of us, it was Guizhong who was the fondest of these grand and exciting occasions. 3 Erfahrungen, die ihm sagen, wie er mal nicht gefielen und er darauf Rache verübt hat. Ja. Genau. If she were still with us, I'm quite sure she would still be trying to best Cloud Retainer's finest works at every opportunity. Liyue Harbor is always filled with the sound of music at this time of the year. If she were here, one is certain that she would seek you out to discuss and debate the virtues of various melodies. Oh yeah, music! We've been dying to ask. What was the melody that you played back then? Oh, also, with you being such a music expert and all, why don't you join the concert as a performer? Bitte, ja, das wäre so nice. Warum haben die anderen Götter nicht eingegriffen, wenn sie doch anscheinend alle sehen? Das ist eine gute Frage. Ich habe mich das auch gefragt. Das war ja vor 2000 Jahren und da ist ja der Archontenkrieg ausgebrochen und alle Götter haben sich quasi gegenseitig angegriffen und die waren scheinbar alle befreundet miteinander und haben Guizhong quasi tot aufgefunden. Sie wurde von anderen Göttern, ja, ne. Also die kam leider zu spät. Ja, Archontenkrieg, vor 2000 Jahren, also in Genshin Impact vor 2000 Jahren ungefähr, ist ein Archontenkrieg ausgebrochen. Es gab sehr viele Götter in Teyvat, auf der Welt. Und der Archontenkrieg diente dazu, so eine Art Sieger festzulegen, der dann über das jeweilige Land herrscht. Dass man quasi sagt, okay, für Liyue sind jetzt nicht 30 Götter verantwortlich, sondern für Liyue ist nur ein Archon, also ein Archont verantwortlich. Und das war ja in dem Fall Rex Lapis oder Morax. Und Guizhong war auch eine Göttin. Und ein Adeptus scheinbar, glaube ich. Ja. Aber das musst du nicht wissen, das mit dem Adeptus. Auf jeden Fall, sie war eine Göttin, das ist der wichtigere Part. I can make arrangements right away. Oh. As much as I don't wish to dampen your enthusiasm, it's been a long time since I played this zither. My fingers don't have the dexterity they once did. Oh no. And whenever I play that tune, it always reminds me of her. I start wondering what she would think of the changes I have made to her melody. There was a period of time whenever I started strumming, it almost felt like she was back again. Sitting right there on the stone stool next to me, chatting away. Skybracer and Seagazer too, looking just like they did in the old days. Und in Griechenland haben sie das ganz gleich mit Streichhölzern ziehen gelöst, auf Ideen kommen manche. Tatsächlich
Gab es da auch sowas Ähnliches? Ich habe so viel über die Antike gelesen, dass ich das gar nicht mehr so richtig einordnen kann in meinem Kopf gerade. Aber da gab es doch auch so einen Titanenkrieg oder so. Auf jeden Fall wurde da auch immer dann der Sieger ausgewählt und dieser war dann verantwortlich für den Teil der Erde und für den Teil der Erde. Und so ähnlich war der Archontenkrieg vor 2000 Jahren. No matter how much time goes by, the moment that melody starts playing, it transports me right back to that time in my memory. Oh, das ist sehr interessant. Es wäre schön, nochmal so eine Sequenz zu sehen. So the past still weighs heavily on your heart? Ja, klar. Well, I would be lying to myself if I claimed to have completely moved on. Vor allem sieht Guizhong so gut aus. Also so im Sinne von so. Ja, ich meine, alle Charaktere da sahen sehr gut aus, aber die haben sie so menschlich gemacht, obwohl sie eine Göttin war. Hades, Poseidon und Zeus haben es mit Streichhölzern gelöst, aber es gab ja dort einen Krieg, wie der heißt, weiß ich nicht. Ah, Hades, Poseidon und Zeus, okay. Aber das Ding ist, es gibt ja sehr viele verschiedene Überlieferungen. Also es gibt ja ganz verschiedene. Es gibt ja. Ich habe schon wieder vergessen. Irgendwas mit H auf jeden Fall. Ist auch egal. Aber ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß auch nicht leider, wie dieser Krieg heißt. Seit wann sagt eine Göttin, ich würde mich selbst verarschen? Oh Gott, wer hat denn das? Wer hat denn das übersetzt? Geil. Hallo Lovsky, willkommen zurück. Oh mein Gott. Also Madame Ping ist... die hat sich ganz schön an Lewis hier Neuzeit eingepasst. But that is not to say that grief doesn't get easier with time. Yeah, true. Despite the sadness, I have found many things that bring me joy in life. It is simply the nature of the world in which we live that nicht even if one wished to mourn for an eternity, it would be a nigh impossible feat. Oh Gott. Das ist ja... Also ich weiß nicht. Ich glaube, auf Englisch hat sie gar nichts Beleidigendes gesagt. Oder es ist ja nicht beleidigend, verarschen zu sagen, aber es ist halt nicht die gehobene Sprache, in die man eigentlich übersetzen sollte, ne? Just look at this potted plant. Isn't it stunning? Das Spiel ist... Ja, okay. Ich glaube, leider sagen die 12-Jährigen schlimmere Dinge. Leider. Also ich fürchte. Ich bin mir natürlich nicht sicher, aber ich fürchte. Schaut euch meine Miniaturlandschaft an, wie schön sie ist. Ah, also ist das ihre. It takes an honest and open mind to confront and conquer grief. You have indeed made progress. Be that as it may, I shall leave the Laternenritual stage to the youth of today. Well, if you're sure. Ich will aber trotzdem die Melodie hören. Granny! Ja, genau. Granny! Yanfei, hello. Whoa, what's everyone doing here? Did something bad happen? Nope. And now we've spooked Yanfei. No, everyone's just here to give me their regards for the holiday. Oh, that's wonderful, I'm glad. Well, in that case,
Happy Lantern Ride, everyone! Oh Gott. Happy Lantern Ride. Oh, I just remembered that I have some, work to do at High Pavilion that I need to discuss with Yenfei. I haven't been able to find a chance until now. I will leave Mr. Dvorak in your capable hands. Cloud Retainer, Ping, we will be off for now. Huh? Does it have to be right now? Which case is this again? Hey, Ganyu! Was? It seems Ganyu still has much to learn when it comes to the art of deception. Ganyu muss noch viel lernen, wenn es Ausreden geht. What a pity. She has learned nothing of one's ability to carry a conversation. Das ist gut. Das Bild ist perfekt. Traveler und Paimon, genervt von Cloud Retainer. Since it's been so long, Cloud Retainer, why don't you stay? I'll make a cup of tea and we can chat a while. Warum stottert sie? Weil sie auf die Schnelle eine Ausrede sich einfallen lassen musste und es ist ihr nicht so gut gelungen. Gladly. This was one's intention as well. When you next see the Fontaine musician, please give him my regards. I'd like to wish him the very best with the concert. Versuch eine Göttin reinzulegen, die hat genug Erfahrungen. Ja, genau. You got it, Madam Ping. Yes. Thank you all. I think you've listened to enough of my nattering for one day. Aber sehr interessant, ne, dass sich Madame Ping Madame Ping sich dazu entschieden hat, Mensch zu werden, also zu altern wie ein Mensch und nicht ewig zu leben, wie Adeptus oder Adepten das eben tun. As for that melody, I will play it for you all another time. Goodness knows I need to practice it first. Na, aber wann? Ich will es heute noch hören, bitte. Wow, that'd be great. We'll look forward to it. Vogelstotter. Nee, das war ja Ganyu. Also, sie hat nicht unbedingt gestottert, sie hat eher sehr zögernd geredet. When that time comes, wherever her spirit may be among the countless grains of sand and specks of dust between the harbor and the mountains, perhaps she will look at the Liyue of today and steal a smile when she sees the prosperous land that it has become. Ja. All right, let's go tell Mr. Dvorak the news. This is a peaceful neighborhood. Ping, what say you to convening more often in the future? That would be quite wonderful. But I must say, after all this time, I've grown quite accustomed to the harbor. When we are to meet, I shall have to trouble you to make the journey to the city. You sound just like Shenhe. The child is constantly telling one all sorts of stories from the city, as if one was partial to them. Have you ever considered moving to the city, Cloud Retainer? There are plenty of people here to talk to. I think you would find it quite the antidote to the monotony of solitude. And if you looked around, I suspect you would find some young minds with an interest in the mechanical arts. Some of them even worth training. We shall see. Ping. Oh nein. You sound... Have you ever and if you... Okay. I understand. Ja. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, weil es gibt ja den einen Fürsten des
tobenden Meeres. Seagazer. Aber das war nicht Guizhong, ne? Ich denke mir an die Event-Stories. Warum sind die in Event und nicht im Spiel? Ja. Okay, nicht alle. Nee, ja, das stimmt schon, aber das Laternenritual findet halt nur einmal im Jahr statt, weil es wahrscheinlich an das chinesische Neujahr angelehnt ist. Und das chinesische Neujahr ist halt nun mal einmal im Jahr. Und statt dass sie einfach nur ganz normale Spiele oder Minispiele für uns veranstalten und uns Free-Moves geben, haben sie eine schöne Story noch dazu gepackt. Also ich verstehe schon, warum das limitiert ist. Ich fände es nur schön, dass man so Sequenzen wie die von vorhin mit Guizhong und Madame Ping und so, dass man die irgendwie mal wieder, quasi, dass die gespeichert werden im Dings, im Game, dass wir das wieder sehen oder uns anschauen können. Mr. Dvorak! Hello. And Kuching's here too! Thanks for helping set all of this up. Welcome back. Did everything go well? Really, really well. We found the person Mr. Dvorak was looking for. Nice. Are you serious? Im Game nicht, aber auf YouTube. Zum Glück auf YouTube, genau. Aber ja, aber wenn du manchmal im Game bist und das dann hier so wie bei den Bildern und so weiter dir anschauen könntest, das wäre schon echt nice. Ich glaube, Hoyoverse überlegt sich da auch so eine Art Lösung. Also die wollen uns das auch irgendwie erfüllen, den Wunsch. Aber vielleicht ist das einfach schwierig wegen dem Speicherplatz. Ich meine, der ist ja jetzt so schon ziemlich voluminös. Du erzählst Kuching und Dvorak alle Einzelheiten über die Adeptin. I see. So the melody my ancestor heard was an adeptus remembering her late friend? Ja. That certainly explains why it was such a powerful and poignant tune. Huh. That's a really interesting first reaction. Guess that comes with having a musical mind. I have to say, though, it's hard to believe that the fairy from the tale is now an elderly granny. Oh, Paimon knows exactly what you mean. Normally, Adepti don't age at all. Genau. But Streetward Rambler, or Madame Ping as we know her, probably only became old because it's what she wanted for herself. Madame Ping possesses vast knowledge and great wisdom. Whatever physical form she may decide to take, her mind and wits are as sharp as they come. Yep, Kuching summed it up perfectly. That's exactly what Paimon was trying to say. I think... yes. I must thank her in person. That can wait until after the concert, though. For now, I need to devote all my emotional energy to the performance. Nice. Speaking of, Madame Ping wishes you all the best with the music festival. Paimon has a sneaking suspicion that she'll stay in her usual spot, but listen to the performances from afar. Nice. Wait, are you serious? Ja. Oh, no. Jetzt ist Now der I'm starting to nervös. get nervous. Entspann dich. Okay, all right. Nope, another rehearsal is in order. Please excuse me, everyone. Oh. Tschüss. Viel Glück. Speicherplatz. Ja, warum braucht das Spiel so viel? Um eine weitere Festplatte wird, glaube ich, nicht bei meinem Laptop klappen, da ich... Oh. Du hast einen Laptop. I see. Ich glaube, Genshin ist, auf einem Laptop ist ganz schwierig, oder? Ich glaube, dass... Es kommt natürlich auf die Grafikkarte und auf den Prozessor an, den du hast. Oh Gott, das ist echt doof. Ich weiß auch nicht genau, warum das Spiel so viel braucht.
Das klappt eigentlich immer alles. Okay. Gibt es denn irgendwelche Spiele, die du spielst, die ziemlich anspruchsvoll sind, grafisch? Mr. Dvorak? He's already gone. Paimon wasn't even finished telling him everything. Before we set off on our search with Ganyu, he asked us about what music means to people. After our recent adventure, Paimon thinks we have a lot more to say about that now. Nice. Please, share your insights with me. Well, we found out that music can be used for good, but also for bad. Mhm. It can make people happy and moved, but it can also be sad and bittersweet. Hm. And music is like a kind of memory Ja. written in people's hearts. It can put you in touch with feelings from a totally different time and place. Ah, das ist sehr wichtig. Zu merken wahrscheinlich. Und ich glaube, genau aus diesem Grund ist Venti auch, also Venti ist zwar wahrscheinlich nicht jetzt hier Thema oder so, er war ganz kurz Thema von vorhin, genau, als der Reisende davon gesprochen hat, also der Dvorak, aber ich glaube, das ist auch mitunter einer der Gründe, warum Venti Lieder schreibt und singt. Manche Erlebnisse in Roblox, ein Yu-Gi-Oh! Spiel und sonst wird der Rest von meinen Videos, Script, Discord, Schnitt und Aufnahmeprogramm gelegt. Ah. Ja, dann hast du echt nicht viel Speicherplatz. Was für eine grobe Zusammenfassung. It sounds like you had an eventful trip. Oh ja. Don't worry, I'm sure Ganyu will fill me in on all the details shortly. Wait, does that mean you're gonna carry on working? Mm-hmm. Just a few things to wrap up. All the groundwork is done. Zieht sie dann wieder ihr Outfit vom letzten Jahr an? As long as everyone enjoys the festival activities, all our efforts are worthwhile. Happy Lantern Rite to you as well. Ja, wenigstens passte der Installer drauf. Immerhin passte er da drauf, ja. That should be everything taken care of, right? Oh, no, wait. Paimon feels like she's forgetting something. What was it? Oh, it feels like it was a while ago. Ich habe keine Ahnung. Oh, Jonglier. Shoot! Late. Bambussprossen. No. Anyway, fancy bamboo shoots. Aufreitende Bambussprossen, ja klar. Zhongli said he wasn't in a hurry, so if we went now, there's probably still time, right? Erst ab da klappt es nicht. Ja, ja, man braucht leider sehr viel Speicherplatz. Sehr, sehr viel Speicherplatz für Genshin. Sowohl auf dem Handy als auch auf dem PC. Und pro Patch kommen immer so 5 bis 10 Gigabyte dazu. Also das Game wird immer größer. Das ist echt verrückt. Anyway, even if we don't make it, it's not our fault. He could have totally picked them by himself. 40 Gigabyte stand dort, ja. Ich glaube sogar mehr eigentlich. Eigentlich stimmt 40 Gigabyte nicht mal so ganz, glaube ich. Er hätte selbst gehen und etwas pflücken können, ja. Anyway, let's go check with him at Wangsheng Funeral Parlor. Okay, bevor wir zu Zhongli gehen, kurze Pause. 2 Minuten. Bis gleich.
Wow, so lively. This is how a festival should be. The boat can't be long now. Wow, so lively. This is how a festival should be. The boat can't be long now. Wow, so lively. This is how a festival should be. Okay. Nee, ich glaube, Laufsky ist nicht mehr da. Ich glaube, der ist weg. Oder sie ist weg. Oh. Menno. Bei jedem Anime-Spiel, so schließlich war das auch irgendwann, hatte ich das Problem bei Dragon Raya. Ja, mit einem Laptop, was Gaming angeht, ist halt leider schwierig. Also entweder braucht man einen richtigen Computer oder einen Gaming-PC. Und ich würde eigentlich immer einen PC empfehlen. Weil Gaming-Laptops sind super teuer, unnötig teuer. Ja. Und haben aber auch ihre Grenzen so ein bisschen. Nur auf dem Handy. Ah, Hutau. Oh. All right, let's take a break here. Oh wow, look who it is! Are you here to hang out with everyone's favorite funeral director? Na klar. So you're just casually practicing your rapping skills at the entrance to your funeral parlor? In broad daylight? Okay. Okay. After everything we've been through, you don't see me for a hot minute, and you're back to being scared of your own shadow. We have all this open space, a clear view of the mountains behind and the sea in front. Not to mention we have several invisible audience members enthusiastically cheering us on. It's the perfect spot to rehearse. Invisible audience members? Geister. Es war schon echt, das war schon cute. Tao ist echt verrückt. Gotta say, it took me a few days to get used to Director Who's way of talking. Oh ja. Xinyan was pretty spooked too when she first got here. Just like when she sees a frog, but a giant frog with sharp teeth. Come on, knock it off. What's wrong? I've never seen someone look so confused before. Well, don't worry, because Director Who's here to explain it all. There once was a Fontaine musician who went around town on a mission. He came door to door for his iridescence tour, looking for acts to audition. With my words, Xinyan's chorus, and Yunjin as our mentor, we'll take the stage by storm with flames roaring and the whole audience calling for more. Nice. For sure! The whole dance
floor, we'll be yelling encore! Encore! Oh, now Paimon's rhyming along. But when you say flames roaring, are you sure this'll be safe? Oh, don't you worry about that. I'm pretty experienced on the stage, and I've already informed the Ich Yuhan weiß all nicht. the pyrotechnics we're planning on using. Okay. Huh. Guess we'll just have to trust Xinyan on this one. Hast du Zhongli gesehen? Oh, Zhongli. He took one of those fancy meal boxes and set off for the mountains. Said he wanted to pay a visit to some old friends. Oh. Nimmt Paimon alles wörtlich? Paimon versteht nicht immer alles. Also kann sein, dass sie manchmal das meiste wörtlich nimmt. It's a real pity that he couldn't be around for this. As well as being a true connoisseur of traditional art forms, he's able to appreciate Xinyan's performances too. Nice. Yeah, that's right. Matter of fact, Oh. he was the one who first invited me to perform here. To tell the truth, though, I never thought I'd really find myself rehearsing here one day. Well, now you know. The Wangsheng Funeral Parlor is a great location. All of you are always welcome to come and hang out here, especially if you're in the mood to try something new. I can speak to that. Hu Tao is always full of fun surprises. And jump scares. Actually, Xinyan, I have some lyric ideas for your part. Do you want to go through them together? Oh, sure thing. I'm all ears. Oh, Traveler and Paimon, I believe Zhongli was heading to Mount Hulao, so make sure you're hiking up the right hill. When you see Zhongli, please pass on this message to him. It's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. Banquet? You should join us too. It'll be a riot. If there's one thing I've learned from being a funeral director, it's how to throw a party. Okay, Hu Tao. Ich habe keine Angst vor dir. Nein, nein. Ich weiß immer noch nicht, ob ich überhaupt im Team mitmachen werde. Im Team? In welchem Team? Ach so, du meinst bei denen. Ja, Hu Tao ist sehr scary. Sie hat ein ganz anderes Verständnis von den Dingen. Okay. Oh wow, wo ist das denn? Blauberg? Ist das denn? Ja, das ist da bei den Adeptei. Oh, ist das der Ort? Ist das ein Ort, da war doch so ein Domain-Eingang eines Adeptei. Oder Adepten. Mein Gott, ich weiß gar nicht, wie das heißt überhaupt richtig. Sie wirkt überstürzt, beziehungsweise aufgeregt. Ja, sie ist sehr, verspielt. Also sie ist ja eine... Sie ist ja, wie heißt das? Eine Bestattungschefin. Also sie ist Chefin eines Bestattungsunternehmens. Und sie ist sehr verspielt. Also sie hat ein ganz anderes Verständnis vom Tod. Und ja, deswegen kann sie manchmal ein bisschen gruselige Sachen sagen. Ach, die Sängerinnen, ja. Ist das Guizhongs Domain? Ist sie die Fürstin des fließenden Wassers? Und Nein, das ist nicht die... Das ist nicht der Ort. Der Adeptus, der hier wohnt, den kennen wir. Den haben wir schon kennengelernt. Oder? Ich meine, ja. Eine verspielte Bestattungsunternehmerin. Genau, genau. Oh ja, genau, das ist der von hier. Was geht hier ab? Oh.
Cloud Retainer ist nicht da. Und Zhongli auch nicht? Paimon sees them! It's illuminated deer! And illuminated bird number 2! Oh Gott. Seid gegrüßt. Wir haben uns lange nicht gesehen. A familiar face. Have you come from Liyue Harbor? Yes. How is the city nowadays? Jetzt ist es für mich ein bisschen gruselig, aber auch etwas lustig. Ja. Everything's great! But you know, if you're so curious, you can always go and check it out for yourself. In fact, Mooncarver has been taking many walks on Mount Tianheng in recent times. I believe the sights of the city are quite familiar to him. Oh, ist das schön, Zhongli außerhalb von Liyue zu sehen, weil dann, ich habe das Gefühl, dass wenn er außerhalb von Liyue Harbor, also dem Hafen ist, der Liyue City, dass er dann quasi wie ein richtiger Gott vorkommt wieder. Zhongli, here you are! We've brought the bamboo shoots you wanted. Impeccable timing. Nice. Legt die aufkeimenden Bambussprossen in eine ofenähnliche Vorrichtung. Traditionally, bamboo shoot soup ought to be slow cooked for many hours on low heat. Using Adeptus arts to hasten the process is something of a shortcut. Ja. Wait, that mechanism. Is that? Indeed. Cloud Retainer kindly lent me her supreme cuisine machine. Oh ja, ich erinnere mich. Ich glaube, das war das allererste Lantern Ride Fest. Ich glaube ja. Can we not just call it a cooking machine? Actually, never mind. She seems to take a lot of pride in her mechanical gizmos, so it's probably best if Paimon doesn't go changing the name willy-nilly. I trust that you found the answers you were seeking during your recent journey. Oh. Er weiß Bescheid, ja. Excellent. Erzähl uns was über Guizhou. The past should be remembered, but not overly dwelt upon. Our journey should be seen as a means to take on more from the world around us. When the bamboo shoot soup is ready, I must insist that you try some for yourself. Ich verstehe. Entschuldige, wenn ich jetzt seltsam wirke, aber ich bin etwas in die Creepypastas abgestürzt. Ich verstehe nicht, was du sagst, aber okay. Ich bereite mich gerade darauf vor, eventuell emotional zu werden, deswegen. Oh, Zhongli, Hutao told us to tell you something. Okay. She said, it's up to him whether he wants to support us at the performance tonight, but I expect him to make time for the upcoming banquet we're planning. No excuses. When she says performance, she must mean the Lantern Rite Music Festival. As for the banquet, she didn't tell us anything more about that, but she invited us to come as well. As you can see, I have a prior engagement with 2 Adepti friends of mine tonight. Oh. Please, give Director Who my best wishes for the performance. As for the banquet, since the Director insists, far be it from a mere consultant like myself to refuse. Ach so, ich weiß nicht, was das bedeutet. Yay! Then we'll see you there? Absolutely. Nice. Rex Lapis, the bamboo shoot soup is ready. Thank you. I will examine it right away. Okay, okay. The appearance is exquisite, and the aroma rich and intense. The craftsmanship of this machine is commendable indeed. Since you came all this way, you should not leave empty-handed. Please, take some soup. It tastes most exquisite while still warm. I intend to reminisce with my old friends for a while longer.
You ought to get back to Liyue Harbor. There is a performance you do not want to miss. Okay. Had one known that Cloud Retainer was in possession of such eminently useful devices, one would have sought to borrow one from her long ago. And yet, since you share my lack of enthusiasm for mechanisms and fine dining, it would have become a mere decorative ornament in your abode. Not so. Had one had such a device to make up for one's lack of culinary prowess, Shenhe would not have had to rely on flowers and herbs alone for sustenance, while under one's care. In that case, shall we rendezvous with Cloud Retainer one day soon, and request to borrow one more Supreme Cuisine machine? A fine idea. A fine idea indeed. Ich kenne Little Nightmares, aber Creepypastas kenne ich nicht, nee. Nope, nope, nope. Too slow. Little Nightmares habe ich mal gespielt, tatsächlich. So. Aber nicht zu Ende gespielt. Widescreen. Da, 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 da. I'm honored to be here on the Iridescence Tour stage. All right, without further ado, I'm Xinyan, this is Hutao, and this is a little something called... The Flame Lilies! I'm up here blazing trails through the midnight sky, lighting up the world below. And when the crowds all hear my voice, they'll meet the spirit of rock and roll. Let's go! Hey, you butterfly, you two buzzing by, guiding your way to the afterlife, opening the path without a fright. Oh, I'll light the fire, watch it blaze across the universe. I'll spit my rhymes, watch your step, or you'll get burned. Hey, woo! Does anyone have any plans tomorrow? With another year behind us, I think we deserve a celebration of our own. My treat. Interested? The Tianquan footing the bill? I can't miss out on that. Master, listen! May the year ahead be a blessed one. I believe it shall be. Master, the Shao Lanterns, Ha! Elementary. One shall fashion for you a Shao Lantern the likes of which the world has never seen. And you must take it to Liyue Harbor to display its magnificence for all. Listen! That must be Madame Ping!
Wait, ist es schon vorbei? Es ist vorbei. Was ist mit dem Bankett? Aber das Bankett? Wir wurden doch eingeladen. Es kommt noch dritter Akt. Aber wann? Wann kommt das denn? Übermorgen. Ach so. Wow. Wusste ich gar nicht. Dann wird das wahrscheinlich der Bankettteil sein, ne? Hast du Chat-Verzögerung an? Weiß ich gar nicht gerade. Wahrscheinlich nicht. Okay, now I need to get a move on and write my next song. Listen to you. You only just fulfilled one lifetime dream. Are you really thinking about your next goal already? Don't try to tell me you ain't the same way. Es wirkt so. I bet you've already thought up a name for your next opera, haven't you? Nee, aber ich wollte nicht während der Sequenz sprechen. Also, ich will nicht währenddessen reden. Hast du die Namen in meinem Nutzernamen erkannt und weißt du dann auch, in welche Richtung ich eigentlich Videos machen will? Nee, nee. Nope. Ich glaube aber, du hast es mir schon mal gesagt. Ich habe es mir aber leider nicht gemerkt. You know me too well, Xinyan. The Adeptus Seeking Voyage. How does that sound? Oh, man! Yeah, I can already picture it. I've also got just the finishing line for it. I'll close with, and the celestial melody echoed through the clouds forevermore. Mhm. Okay, also, ja. Too slow. Welcome. Please take a seat. Bei dir PS4 verballert Genshin 66. Ja, genau. Also, ich glaube, bei mir ist das auch um die 60 Gigabyte. Ja. Too slow. Mono, ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Also, hä? Es ist doch egal, ob ich fucking... Also, sorry, aber es ist doch scheißegal, ob ich eine Verzögerung habe oder nicht. Ich kann für die Verzögerung nichts. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht ändern. Die ist nun mal da. Das ist nun mal so. Ich bin nicht... Ich arbeite nicht bei YouTube und kann das weiß ich nicht. Beeinflussen. Also, ich weiß nicht, was du von mir willst. Ist doch egal jetzt. Mono aus Little Nightmares 2. Ja, ach so, ja, ich kenne, aber, also, sagt mir nichts. Das Game habe ich vor zig Jahren gespielt, vor, weiß ich nicht, 4 Jahren oder so. Und ich habe nicht Little Nightmares 2, glaube ich, gespielt, sondern Nummer 1. Ich habe nicht 2 gespielt. Also ich kann... das heißt nicht nur, weil ich das mal gespielt habe, dass ich mich mit allem auskenne. Also nein, ich habe ja schon gesagt, nein. Ne? Too slow. So, was gibt's denn noch so zu tun? Ja, aber das, also ja, nur, es ist doch egal. Also,
Es ist doch egal, wann ich antworte. Also, I don't know. Ich weiß nicht, das ist so sinnlos, gerade darüber zu reden, ehrlich gesagt. Dich kenne ich. Oh, ich kann sogar hier rein. Ja, ich habe bei der Cutscene nicht gesprochen. Das will ich auch nicht. Warum sollte ich bei der Cutscene sprechen? Ah, das ist einer aus Fontaine wahrscheinlich. Der ist ja auch bei einem Bankett dabei. Erzähl mir von Fontaine. Meine Heimat ist ein Land, das wahre Schönheit und Eleganz verehrt. Manche Leute aus anderen Ländern halten unsere Kleidung vielleicht für zu aufdringlich oder gar unpraktisch, aber für uns in Fontaine sind es ganz normale Sachen. Trotzdem musste ich in letzter Zeit wieder einmal neue Kleidung kaufen. Ich schwöre, es liegt am Essen in Liyue. Es ist so lecker, ich muss 200 Pfund zugenommen haben, nachdem ich hierher gekommen bin. Thema ausgeträumt, das macht wirklich wenig Sinn. Ja, aber ein Mann muss schließlich essen und das hier ist wirklich gut. Guten Appetit. Wait, er ist aufgestanden und ist gegangen. Okay, ciao. Quit following me. Jo. Okay. Andere Länder, andere Sitten. Ja. Das Essen in Liyue ist einfach viel zu lecker. Was soll man machen? Too slow. So. Wie spät haben wir? Wir haben 9 Uhr. Es ist ziemlich spät. Das heißt, ich werde jetzt ausmachen. Es war echt eine lange Reise. Ich glaube, ich habe um 18 Uhr angefangen. Ich bin seit 4 Stunden online. Also 3,5 Stunden hat es ungefähr gedauert. Und dann kommt noch der 3. Akt übermorgen. Bin auf jeden Fall gespannt, was noch dazu kommt. 9 Uhr und Wochenende. Ja, das stimmt, aber ich habe schon länger nicht auf die Uhr geguckt, deswegen für mich ist es schon spät. Wenn wir das mal hier angucken, was ist das? Auf jeden Fall die Sequenz mit Guizhong und Madame Ping und Cloud Retainer und Zhongli oder Morax war schon echt nice. War es schon richtig nice. Ich müsste mir sogar, glaube ich, nochmal die wunderschöne Nacht. Nee, also Schlafenszeit ist jetzt noch nicht, aber ich habe um 17 Uhr irgendwas angefangen zu streamen und ich habe noch nicht zu Abend gegessen. Ja, ich gucke mir auf jeden Fall noch das VOD an und ich will nämlich so ein bisschen mehr über Guizhong erfahren. Ich habe nicht ganz verstanden, ob sie wirklich ein Adeptus war jetzt oder nicht. Also sie war die Göttin des Staubs, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich verwechsel gerade sie irgendwie mit einem Adeptus. Oder sie ist ein Adeptus. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie einer war oder ist. Level 56. Also ich kann das ja nicht spielen, weil das ja erst übermorgen kommt. Ab März spiele ich 2 Jahre. Nice.
Warte, wohin gehe ich? Was meinst du noch zusammenspielen? Achso, du meinst, nee. Nee. Ich habe keine Kraft mehr. Ich hab Hunger. Und ich esse nicht jetzt und hier. Wie steht es um meinen Ruf in der Stadt Sumeru? Wow, was habe ich denn alles gemacht hier? Man kann ja Gruppenspiele und so spielen. Ja, man kann, aber ich weiß nicht. Bis Level 9. Ich verstehe, okay, ich verstehe gar nicht, worum es hier geht. Ich verstehe gar nichts. Ja. Ich muss sagen, dass Sumeru so langsam mir auch sehr vertraut wird. Von der Musik her und der Atmosphäre und auch der Geschichte. Ja. Wir haben die Melone. Ja. Yes. Erst das mit der Verzögerung. Und dann mit. Ich weiß nicht, ich verstehe gar nichts mehr. Es war wahrscheinlich auch zu viel. Ich habe nebenbei die ganze Zeit über Guizhong nachgedacht. Also über diese eine tote Göttin, verstorbene Göttin. Sumeru ging mir am Anfang auf den Sack. Oh Gott. Warum? Wahrscheinlich wegen den Aranara, ne? Lass mich raten. Es waren die Aranara. Jetzt geht's. Was ist mit ihm genau? Ah, mit ihr, meinst du? Ja, naja, sie war ja so ein bisschen talentiert in mechanischen Bauteilen und so und ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie was mit Kanuya zu tun hat oder so. Ich weiß nicht, es gibt mir so Kanuya-Vibes, weil Kanuya ja auch so technisch fortgeschritten war und Guizhong hat technische, mechanische Bauteile gebaut, hobbymäßig und hat auch gesagt, dass man die Menschen nicht unterschätzen sollte und dass sie ein ziemlich hohes Potenzial haben. Und ich hatte das Gefühl, dass sie da über Kanuya spricht, ehrlich gesagt. Ach, war das doch nicht verboten? Naja, wir sind jetzt nicht in Sumeru. In Sumeru war das verboten mit den technischen, also mit diesen, mit mechanischen Konstrukten zu experimentieren. In Sumeru ist es verboten, aber in Liyue war das ja nicht verboten. Und außerdem war das die Göttin selbst, eine Göttin selbst, die das halt gemacht hat. Und dann kommt eine Steam... Was? Ist das ein Leak? Wenn es ein Leak ist, muss ich es löschen. Leaks sind nicht willkommen hier. Leider. Schwut. Nein, es ist kein Hick. What? Was ist das denn? Sorry, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das ist. Es hat sich so angehört, als würdest du schon wissen, was in Patch 4.0 kommen würde.
So, kann ich denn für Allheitern pullen? Einmal wenigstens. Ja, na klar. Steampunk ist ein Game. Ach, du meinst für dich, dass du das kaufen wirst, oder von Hoyo wirst. Aha, hab ein. Ja. Ich habe einfach 46 Primos. What the hell? Ich habe gerade eine Quest gespielt, 3 Stunden lang und habe 20 Primus bekommen oder so. There's no rush. I'll have another talk with him. Okay, Leute. Danke fürs Zuschauen. Ich gehe jetzt essen. Ja, cool, dass ihr nochmal reingeschaut habt. Das war echt viel, aber echt eine schöne Story gewesen. Sehr emotional. Gucke ich mir nochmal an. Habe ich richtig Lust drauf. Fand ich super schön. Google mal Steampunk. Das tue ich noch. Das tue ich noch, bevor ich gehe. Ach so. Das ist eine Art von Spielen, oder was? Das ist so eine Genre von Spielen. Verstehe. Ja, ich sagte ja unter meinen ersten Kommentar, dass du mich dazu gebracht hast, es zu installieren. Ja, genau. Aber du kannst es leider nicht installieren. Es geht nicht. Da müssen Lösungen her. Genshin Pay to Win sein? Nein. Genshin ist nicht Pay to Win. Nein. Tatsächlich ist Genshin genau das Gegenteil. Bei Genshin geht es auch nicht um Kampf, also im Kampf stärker werden. Also klar kannst du das, aber du kriegst auch sehr viele kostenlose Charaktere, die du bauen kannst, die du verstärken kannst, mit denen du auch kostenlose Waffen, für die du kostenlose Waffen herstellen kannst. Genshin Impact ist nicht Pay to Win, auf keinen Fall. Genshin ist kostenlos. Du kannst Geld in Genshin reinstecken, indem du für diesen Charakter zum Beispiel ja, ziehst. Das ist ja ein Gacha-Game. Ist ja trotzdem ein Gacha-Game. Es ist aber trotzdem nicht Pay to Win. Also das heißt nicht, damit du das Spiel durchspielen kannst, musst du zahlen. Das musst du nicht. Du musst nicht zahlen, damit du das Game weiterspielen kannst oder zu Ende oder durchspielen kannst. Weil erstens gibt es kein Ende in Genshin Impact, weil das Game ist, also es wird mit der Zeit aktualisiert, das Game. Also ich kann jetzt nicht heute sagen, oh, ich spiele heute Genshin Impact durch, weil das Game wird noch 7 Jahre lang fortgesetzt. Also die Geschichte wird 7 Jahre lang fortgesetzt. Oder 7,5 jetzt. Nee, 6,5. Es gab mal einen Livestream, wo ein anderssprachiger Kanal sehr viel Geld ins Genshin Impact reingepackt haben soll. Ja, genau. Ja. Genshin ist fair in Free-to-Play. Klar, Gacha, aber es ist nicht so schlimm.
Ja, aber er hat halt, also dieser anderssprachige Kanal, hat, also die Streamerin hat ja dann sehr viel Geld aufgeladen für das Gacha-System. Aber also du kannst, also erstens kriegst du hast hier Sterne. Mit diesen Sternen kannst du für einen Charakter pullen. Das ist deine Währung, damit du einen Charakter ziehen kannst aus diesem Banner quasi. Und es gibt 5 Sterne Banner, Charakter und es gibt 4 Sterne Charakter. Das hier rechts auf der rechten Seite sind 4 Sterne Charakter. Das heißt, sie sind grundsätzlich, glaube ich, nicht so strong wie 5 Sterne Charakter. Aber wenn sie zum Beispiel wenn sie eine Konstellation kriegen, dann sind sie meistens genauso stark. Na? Und also meistens oder oft, aber nicht immer. Und hier der Typi hier, der wunderschöne Kerl, also echt schön gezeichnet auf jeden Fall. Der ist 5 Stern auf jeden Fall und für den kannst du jetzt pullen. Ich kann jetzt für ihn nicht pullen. Ich habe nicht genug Sterne. Urgestein heißt das. Also es ist kein Stern, es ist Urgestein. Und du brauchst immer 160. Also um einmal zu ziehen, wie als würdest du so eine Karte ziehen, um einmal zu ziehen, brauchst du 160 Urgestein. Und ich habe leider gerade 46. Also ich kann ihn mir nicht holen, leider. Noch nicht. Aber selbst wenn ich ihn einmal ziehe, garantiert es mir halt nicht, dass ich ihn auch bekomme. Also du kannst hier Geld aufladen, was ich niemandem empfehlen würde, der sich das nicht leisten kann. Ja. Da frage ich mich mal wieder, warum? Warum geben Leute so viel Geld in einem Spiel aus, obwohl es nicht mal Glücksspieltricks nutzt? Naja, also Streamer und YouTuber oder andere Content Creator, die machen das zum einen, weil sich Leute sowas gerne anschauen. Na? Leute schauen sich das gerne an. Auch Leute, also es ist, wie du schon sagst, es ist ja ein Glücksspiel. Es ist ja Gacha. Und die Leute, die Zuschauer, der Content Creator schauen sich das einfach super gerne an. Und deswegen entscheiden sich dann die Content Creator dazu, so viel Geld zu investieren. Und das Problem ist, also das ist nicht das Problem, aber das Ding ist dabei, dass sie ja das Geld auch zurückgeholt kriegen, ne? Weil sie sind Content Creator und sie machen mit diesem Puls, mit diesen Wünschen, mit diesem Urgestein, machen sie ja Content. Und dadurch reinvestieren sie, ja, quasi, und können sich das zurückholen vom Finanzamt. Also sie können, wenn sie sich hier irgendwie, weiß ich nicht, 200 € reinballern, dann kriegen sie etwas zurück. Weil das zu ihrer Arbeit gehört, weil das quasi, ich weiß nicht, ob das Werbungskosten sind, weiß ich nicht, aber irgendwie sowas. Sie machen sich kaputt für die Zuschauer. Naja, wenn du halt Content Creator bist und das machst, dann solltest, also es gibt ja Content Creator, die 7.000 € oder so da reingesteckt, oder Dollar reingesteckt haben und wie gesagt, du musst bedenken, das ist eine Investition in deinen eigenen Content, weswegen du es wiederbekommen würdest vom Finanzamt. Es gibt genug andere Videos, wo Leute sich fürs Geld und Zuschauer kaputt
Naja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass es darum, also ja, du kritisierst das und es ist auch zum Teil zu kritisieren, vor allem wenn die Creator das nur machen, damit sie eben genug Zuschauer erzielen oder viele Zuschauer erzielen. Du musst essen, sonst kippst du um. Nein, so schlimm ist das jetzt auch nicht. So schlimm ist es noch nicht. So weit kommt es auch. Ich gehe so in 10 Minuten. Ich will noch ein bisschen über das Thema reden, weil ich das sehr interessant finde. Ja, also ja, es ist auf jeden Fall zu kritisieren. Ich finde aber, es ist nicht zu kritisieren, wenn sich jemand bewusst dazu entscheidet, ein bisschen mehr Geld für einen Charakter auszugeben, für sich, weil der Charakter einem gefällt. Oh Gott! Geh weg. Naja, also ich habe zum Beispiel für Scaramouche habe ich damals vor dem Sumeru-Patch, also nicht unbedingt für Scaramouche, aber ich habe Geld aufgeladen, weil der Reset der doppelten Urgesteine dann, also kommt. Und dann dachte ich mir, ich nehme das noch mit. Und da ich wusste, dass entweder irgendwann Scaramouche kommt oder eine Yaimiko, die ich auch noch pullen will, oder eine Shenhe und jetzt ein Al-Haitam und ich habe so viele Charakter, die ich haben will und noch nicht habe. Und da habe ich gedacht, ich lade mal ein bisschen Geld drauf, weil ich ja den doppelten Bonus kriege einmal. Und da habe ich das einmal gemacht. Und dadurch habe ich mich jetzt aber nicht kaputt gemacht. Es kommt ja auch darauf an, wie viel Geld du investierst, ne? Oder nicht investierst, aber ausgibst für das Spiel. Naja, Love Sky hat ja auch gesagt, das Game ist fair. Nur die Leute, es gibt halt Leute, die wollen halt also ich zeig dir das mal. Für sich selbst okay, aber in dem Livestream war der war der am Ende so kaputt und K.O. Genau, es ist halt die Sache des Individuums dann im Endeffekt. Aber ich meine, wenn du weißt, wie das System funktioniert, du musst dich ja auch erstmal fragen, warum interessiert das die Leute so sehr? Warum schauen sich das die Leute gerne an? Anstatt die Person zu kritisieren, die es eben macht. Also ich habe ja damals, ich habe C3 Scaramouche. Und ja. Dafür habe ich auch zum Beispiel on-stream gepullt. Aber das war auch mein einziges Mal. Und ich habe das VOD nicht mehr davon, leider. Mann. Ich hab's leider nicht mehr, das VOD. So sad. Wanderwaffe sieht aus wie eine Glocke. Ja, es ist eine Glocke. Es heißt sogar, glaube ich, die Glocke, oder? Nee. Nope. Aber wieso sich Content Creator für sowas kaputt machen und die Zuschauer nicht aufklären? Manche machen das tatsächlich. Nicht alle, ja. Ich meine, ich finde auch, du musst den Zuschauern zumindest das Gefühl vermitteln, dass die das nicht unbedingt machen müssen, was der Content Creator macht. Das stimmt. Deren Zuschauer sind jung und wissen nicht, was das genau heißt. Ja, das stimmt. Da hast du auf jeden Fall recht. Also, man sollte auf jeden Fall FIFA ist noch schlimm. Ja, ich weiß nicht, ob man, also klar, es ist alles leider fragwürdig, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass in Genshin
dich niemand zwingt, also das Game dich nicht zwingt, Geld auszugeben. Du kannst das Spiel ohne Geld auszugeben spielen und du hast überall Zugang. Du kannst alles machen. Du kannst so stark werden, wie als würdest du eben Geld investieren, ohne dass du Geld investierst. Also das ist tatsächlich möglich. Du musst kein Geld ausgeben. Und dafür, dass wir so ein schönes Spiel haben, also das Spiel ist so fucking schön, es gibt echt kaum ein Spiel, das optisch von der Welt her jetzt meiner Meinung nach konkurrieren kann. Ist egal, also egal was für ein Spiel jetzt rauskommt, was irgendwie so ähnlich ist wie Genshin Impact. Kein Game wird rankommen. Und ich glaube, der Markt aktuell, was das auch angeht, so Open-World-Gacha-Games, ist gerade gesättigt, vermutlich nur wegen Genshin Impact. Zum größten Teil. Das ist nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. In allen Aspekten, die kommen, Filme, Serien, Spiele, Creator etc. sind meistens heutzutage was anderes als früher. Genshin hat ein Meilenstein. Ja. Genshin ist wirklich, deswegen, ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit von Hoyoverse. An sich bin ich sehr zufrieden. Ich finde nur ein paar so Kleinigkeiten nicht so gut. Und ja, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Hier ist auch eine Weltenquest, oder was? Was ich nicht gut finde. Ich finde die Art und Weise, wie die Geschichte rübergebracht wird, nicht gut. Ja. Also, die Story, die Quest mit Scaramouche, dieser Zwischenkapitel mit ihm, die fand ich so seltsam. Weil prinzipiell hat uns Hoyoverse mit diesem Zwischenkapitel gesagt, quasi, so metaphorisch gesehen, hey, wir können die Geschichte nach unserem Belieben verändern und wir müssen nicht befürchten, dass wir Widersprüche in unserer Geschichte haben, weil wir können ja dann immer sagen, die Erinnerung wurde im Irminsul gelöscht oder verändert. Oder, ja. Und ich habe halt so die Sorge, dass das schon die ganze Zeit eigentlich passiert und in Zukunft passieren wird. Nein, ich wollte eigentlich nur das Ding aktivieren da oben. Und quasi bei Scaramouche war das so, dass, also ich erkläre es mal ganz kurz, ich will nicht voll labern oder so. Wo war das? Ausrüstungstagebuch. Also bei Scaramouche hatten wir dieses Set und hier der Hintergrund, der war über Scaramouche quasi und der ist nicht sortiert und man muss sich quasi alle selbst zusammenreimen und so weiter und so fort. Aber ein paar Sachen, die hier drin standen, wurden halt in dem Zwischenkapitel auch geklärt und das ist auch gut so und ne, da sage ich auch nichts, aber zum Beispiel Niva.
Niva kommt oder kam aus dem Nichts. Der kam aus dem Nichts. Und es kommt einem so vor, als hätte Hoyoverse eine Person hinzugedichtet. Weil wir hatten 5 Akteure in dem Tatarasuna-Event. Wir hatten Scaramouche, Nagamasa, Katsuragi, Nozomu und Miyazaki. So, die 5. Und dann hatten wir... und Nagamasa und Katsuragi waren so die Hauptleute, die Hauptpersonen neben Scaramouche. Und dann kam einfach ein Niva, wie aus dem Nichts. Und das ist so weird, weil du weder hier noch in den zerrissenen Notizen in Tatarasuna kannst du irgendwas über ihn lesen. Über Niva. Der taucht nirgendwo auf. Außer in dem Inazuma-Event im, April? Letzten Jahres? Da wurde ganz kurz Niva erwähnt. Ganz kurz und gezeigt. Aber sein Nachfahre wurde gezeigt. Also sein Nachfahre von, weiß ich nicht, von vor 100 Jahren. Und das ist so... Das war auch wieder in einem Event. Also Leute, die das Event nicht gespielt haben, kannten Niva bis dahin wahrscheinlich auch nicht. Jo, Pech. Es ist alles so weird einfach. Ich war ein bisschen verwirrt. Naja. Genug gedingst. Beschwert. Beschwert ist ja scheinbar verboten. Und deswegen fand ich das nicht so gut. Aber was ich eigentlich noch schlimmer finde, was nicht mit der Quest zu tun hat, ist, dass diese Bücher, die wir hier haben, ne? Diese ganzen Bücher, die wir haben, wir können uns gar nicht auf die verlassen. Wir können uns nur auf die Märchen verlassen. Und das ist so weird. Alles, was hier steht, also so, nicht alles ist ja ein Geschichtsbuch oder ein Märchen, sondern manche sind ja wirklich so Legenden oder Geschichtsbücher oder Geschichtserzählungen. Und auf die können wir uns scheinbar nicht verlassen. Nur auf die Märchen können wir uns verlassen. Das ist im Prinzip das, was uns Hoyoverse sagt. Also alles, was wir hier in diesen Büchern und Notizen und so haben, das muss nicht zu 100% stimmen. Ja. Okay, ich höre schon auf. Undertale, Little Nightmares und Genshin sind super. You think I've got a sharp tongue? I just tell it like it is. If someone can't handle it, maybe that's their problem. So, okay. Ich bin jetzt länger geblieben, als ich wollte. Und bin jetzt weg. Auf jeden Fall. Oh, hier ist ein Kopf ab. Oh, oh. Jedenfalls danke fürs Zuschauen, Leute. Nochmal. Genau. Die 3 Spiele sind, soweit ich weiß, auch die einzigen. Danke für den Stream und gute Nacht. Gute Nacht. Ja, danke für den Talk. Also, ich habe eigentlich Selbstgespräche geführt, aber danke fürs Zuhören, hoffentlich. Ja. Kennt ihr noch gute Spiele, die nicht zu viel Speicher fressen? Nee. Nee. Ich kenne keine, sorry. Warte, habe ich welche? Nope. 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 Anyways. There's no such thing as pure freedom in this world. Vielen Dank. Ja, und bis zum nächsten Mal. Ich werde wahrscheinlich den 3. Akt auch spielen. Übermorgen kommt er.
Okay, ich werde den wahrscheinlich nicht übermorgen spielen, sondern am Donnerstag oder Freitag leider erst. Jo. Also bis dahin. Dann Sweet Night. Danke. Bye, bye. Tschüssi.